Test, Test, Test. Oh, jetzt geht's. Jetzt sollte es wieder gehen. Ein Stückchen laut sehe ich gerade. So ist besser, ja. So, jetzt nochmal Moin Moin und Hallo aus dem schönen Norden Deutschlands. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Woche. Warum auch immer das Mikrofon jetzt gerade nicht wollte, keine Ahnung, Windows halt, aber es läuft jetzt. Wir haben jetzt wieder alles. Sound ist da, Mikrofon ist da, Bild ist da, Kamera ist da, alles ist da. So sollte es sein. Ja, wo haben wir denn aufgehört? Mächtiges Solle, genau. Wo war ich stehen? Im Gefängnis. Ich bin ja aus dem Gefängnis ausgebrochen. Eigentlich wollte ich abends nur ankommen, aber ich hatte den Tag solche Kopfschmerzen. Da habe ich mir gedacht, nee, das lässt du ausfallen. Was ich auf jeden Fall gemacht habe die letzten Tage, weil ich wollte eigentlich den Tag danach ankommen, aber ich habe Channelpflege betrieben. Ich habe quasi ja mehrere Channels, wie man da, die Seite da unten so sehen kann. Da so Facebook und Insta und auf Insta habe ich auch noch nicht viel gemacht und auf Facebook habe ich Sachen quasi vorgeladen. Und ja. Kleiner Augenblick. Ah, okay, alles klar. Ich habe nämlich gerade eine Benachrichtigung gekriegt. Und zwar, ja, habe ich Channelpflege betrieben auf meine ganzen Channels. Das heißt, da werden jetzt wöchentlich Videos hochgeladen, habe das alles so eingestellt. Auf YouTube ist noch HD-Verarbeitung dran, warum auch immer. Auf jeden Fall brauchen die voll lange. Egal, lass mal auf YouTube laufen. Hallo Zickenterror. Lass mal auf YouTube einfach laufen. Da wird auch wöchentlich jetzt was kommen. Im Moment sind es quasi alte Let's Plays, die schon raus sind aus Twitch oder jetzt demnächst rausfliegen, die man sich danach nicht mehr angucken kann. Und so würde das erstmal laufen, dass ich quasi alte Let's Plays hochlade. Ich habe auch noch Spiele, die ich offline gespielt habe, und ich habe auch noch sehr alte Let's Plays aus 2016 mit Handy aufgenommen und so weiter. Also nicht mit nee, warte, das ist falsch. Ich habe am Handy, ich habe viel Mobile-Spiele damals gespielt und quasi aufgenommen. Das ist richtig. Genau, und die könnte ich eigentlich auch noch hochladen. Das habe ich nämlich noch alles auf Platte wiedergefunden. Das ist ja eigentlich auch noch aktuell. Ich habe auch noch die Beschreibung und die Texte und alles. Das können wir machen. Ich habe auch noch bestimmt 600 GB Nintendo-Kram gefunden. Aber Nintendo, das kannst du, glaube ich, das lasse ich, glaube ich, erstmal liegen. Bis ich von Nintendo eine Antwort gekriegt habe. Weil mein alter Kanal wurde damals 2014, 2015, 2016 in den Dreh, wurde der gesperrt, weil ich Zelda hochgeladen hatte. Nach 3-4 Zelda-Folgen war gleich 3 Strikes oder so drin und ich war weg. Das wollte ich nicht nochmal riskieren. Deswegen lasse ich Zelda und Mario und den ganzen Kram erstmal alles weg. Wenn ich es darf oder wenn wir es dürfen an der Switch, werde ich das entweder das alte Stoff nochmal hochladen oder an der Switch halt neu aufnehmen und spielen. Zelda-Spiele kann man immer spielen. Heute soll es dann um Mächtiges Solle jetzt gleich gehen. Wir starten gleich direkt an dem Punkt, wo ich aufgehört habe. Was ich noch dazu sagen wollte, ich habe noch Mächtiges Solle 2 und 3 noch nicht, aber 2 habe ich vorbereitet. Da habe ich mir gedacht, wir spielen vielleicht mal Mächtiges Solle 2, und dann ist mir aufgefallen, dass der zweite Teil ja nicht wesentlich, aber etwas schlechter aussieht als den ersten Teil, den wir jetzt spielen, also den Remake. Der GameCube-Teil sieht besser aus wie der PlayStation 2-Teil von der Grafik her, finde ich. Er sieht auch etwas anders aus, also man erkennt, dass das von einer anderen Firma ist, dass Konami da nicht hintersteckt, dass das quasi zwei separate, die sind ja alle so ein bisschen grafikmäßig zwar ähnlich, aber halt ein bisschen andere Richtung, das erkennt man dann. Was ich aber sagen kann, Mächtiges Solle 2 sieht hochauflösender auf, als wenn da viel mehr drin ist, obwohl beide auf 4K stehen. Keine Ahnung warum, aber Mächtiges Solle 2 sieht hochauflösender aus. Auch das werde ich nicht auf der originalen PlayStation spielen. Ich werde solche Spiele immer mal wieder hier hinhalten, quasi wie so. Ja, so habe ich zum Beispiel Mächtiges Solle 3. Ja, kannst du es erkennen? Zoom. Ja, geht schlecht. So vielleicht? So ähnlich. Habe ich zwar in verschiedenen Ausführungen zum Beispiel. Ich glaube, die CD ist sogar gerade drin. Eine CD von denen ist schon im Laufwerk drin. Und eine habe ich noch hier. Warum ich zweimal habe, weil ich es einmal verloren habe, habe ich es mir nochmal gekauft. Oder sowas hier, wer das noch kennt.
Ist auch mal wieder ein Blick wert. Oder Final Fantasy, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Sind da 2 CDs drin. Das eine ist Final Fantasy X2. Das andere ist, wenn der Zoom es zulässt, da. Final Fantasy 1, was da eigentlich reingehört. Wo auch immer der andere Teil herkommt. Keine Ahnung. Beides in eine Verpackung. Und das ist die ganz normale... das ist Platinum Edition. Aber egal. Ja, sowas werden wir vielleicht auch noch mal spielen. Also die Sachen habe ich da. Also ich habe die Sachen dann quasi ins Laufwerk. Auch dieses Spiel ist im Laufwerk drin. Das ist kein Image. Das will ich da jetzt aber nicht rausholen, weil ich es geladen habe. Das sitzt im Laufwerk drin. PlayStation 4 Controller liegt gerade noch unendlich viele Probleme, den richtig einzustellen. Irgendwie hat er den nicht mehr erkannt. Aber zu Metal Gear Solid 2 und 3 werde ich später mehr sagen. Also wenn ich die Let's Plays dafür mache. Wir spielen heute wieder auf dem PlayStation 4 Controller. Wieder schön konfiguriert. Ich habe das Kabel dran, weil ich glaube, wenn ich wirklich heute länger streame, dass der nicht aushält, also nicht durchhält. Ja, ich würde mal direkt ins Spiel switchen quasi. Ich mache mir das mal eben kurz hier so hin. Und dann drücke ich hier... Ne, ich drücke noch gar nichts. So. So. Oh. Der Mauszeiger sollte... Nein, der Mauszeiger muss da so sein. Dann kann ich doch eigentlich auf 3 drücken. Ah. Ja, so ist richtig. So sieht's gut aus. Spiel ist da, alles ist da. So, ich habe hier Pause gedrückt. Mach mal Pause weg. Oh, erstmal wieder, für mich ist es ja auch schon wieder ein paar Tage her. Erstmal wieder hier an die Steuerung gewöhnen. Ja, also der Teil sieht... Also der Metal Gear Solid Teil, den ich jetzt gespielt habe, den zweiten Teil, und es spielt auch keine Rolle, ob das die PlayStation 3 HD-Version ist, weil die habe ich ja quasi auch. V1? Sicherheitsstufe 1? Warum habe ich denn auf einmal Sicherheitsstufe 1 nur noch? Das ist ja merkwürdig. Hatte ich nicht Sicherheitsstufe 4? Ist mein Speicherstand kaputt? 5 oder 6? Liegt der Typ hier immer noch? Ich dachte, das wäre der Typ aus der Zelle gewesen. Will ich hier immer noch? Passiert was? Nö. Und der liegt da auch noch drin. Hä? Aber das verwirrt mich gerade, dass ich nur Sicherheitsstufe 1 habe. Ich dachte, ich hätte eine andere Sicherheitsstufe gekriegt. Sehr merkwürdig. Ja, wir machen erstmal weiter. Ich dachte, ich könnte mir jetzt hier auch das PSG 1 holen. Also das richtige PSG 1. Ah, ich habe Metal Gear Solid 2 gespielt. Da sind die Tastenbelegungen ein bisschen anders. So, B2, nee, 1 muss ich hin. B1, B2 nützt mir ja gar nichts, weil das Scharfschützengewehr ist nämlich... Oh, das ist Kacke. Ich will doch nicht nochmal ganz hier hinlaufen. Öffnet Sicherheitsstufe 1 Türen. So kommen wir ja gar nicht weiter. Ich muss nachher nochmal komplett zurücklaufen. Aber das Scharfschützengewehr ist nämlich hier auch. Also das gute Scharfschützengewehr. So, eben kurz gucken. Nicht, dass ich hier gleich dem Feind in die Arme laufe. Guckt mich direkt an. Okay, die NPCs... Oh, warte, ich mache eben so. Die NPCs sind auch etwas schlauer im 2. Habe ich schon direkt festgestellt, als ich das gespielt habe. Hä, mit Sicherheitsstufe 1 komme ich da auch gar nicht durch diese Tür durch. Also durch diese Tür hier. Ach, was für ein Kacken ist. Da muss ich mal telefonieren. Habe ich von Marion noch den... Oh ja, der Spielstand... Ne, der Spielstand ist das gar nicht, der kaputt war. Das war der auf der PS1. Ich telefoniere mal eben. Ach so, ich telefoniere mal eben. Snake,
Psycho Mantis has the power to read people's minds. He got the DARPA chief's detonation code. Ja. Hurry up or he'll get Baker's code too. That's right. If the terrorists get Baker's code, they'll be able to launch that nuke anytime they want. Yeah, they'll use Metal Gear to do it. Colonel, did you know they were conducting a military exercise here using Metal Gear? I didn't know. Ich hatte keine Ahnung, sagt er. Snake, you've got to understand. I'm just the middleman in this operation. Anyway, hurry up and get to the second floor basement. You've got to save the Arms Tech president before the terrorists find out his code. Hä? Anyway. Oh, dann habe ich den falschen Spielstand. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe den falschen Spielstand geladen. Toll, wie kann ich hier... Ich komme von hier aus nicht ins Menü. Ja, dann muss ich die Emulation einmal neu starten. Tut mir leid. Ich habe mich schon gewundert. Sicherheitsstufe 1, das kann ja gar nicht. Warte, ich starte die Emulation gerade neu. So. Eventuell sollte ich mal hier und hier reinspringen. So, jetzt seht ihr auch wieder was. Ah, okay. Klar. Dann kann das ja auch nicht gehen. Nicht funktionieren. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe schon geguckt, die Waffen sind anders. Ich habe auf einmal nichts mehr. Ja, so macht das natürlich auch Sinn. So. Seht ihr auch mal den fantastischen Start hier. Load Game. So, jetzt nochmal genau gucken. Das ist 1, 2, 3, 4, da. Einsatzprotokoll lesen. Nein, brauchen wir nicht. So. Jetzt sind hier auch Kameras und alles. Jetzt passt es wieder. Oh. Geht die nicht kaputt? Muss ich genau die Kamera treffen? Scheint wohl so. So. Alles klar. Ja, jetzt passt es wieder. Ich habe schon gedacht, habe ich die Bombe noch im Inventar? Mini-Detektor, PNE. Oh ja, die Bombe ist noch im Inventar. Oh, die lassen wir noch mal ein bisschen. Ich habe ja 3 Minuten Zeit, ihn zu entfernen. Mal eben kurz gucken. Oh. Ja, die Steuerung ist hier wieder ganz anders. Ja, guck mal an, da ist nämlich noch was drunter. Das nehmen wir gleich mit. Ich brauche nämlich sowieso Munition. Wir gehen jetzt gleich sowieso nach unten. Und da holen wir uns das PSG 1. Steht wieder auf, wieder Dreieck. Also das tödliche PSG 1. Ration habe ich mal eigentlich voll, oder? 5 von 5, ja, okay, Ration habe ich voll. Oh. Also Ration brauchen wir nicht. Aber hier ist ja noch was. Da war, glaube ich, auch Munition für meine Waffe gerade, genau. Jetzt nochmal Waffe, Schlafmunition, Bug, alles mitnehmen. So, und jetzt gehen wir quasi ins zweite Untergeschoss. Ja, das wird noch so gut. Jetzt fängt es ja erst richtig an, den ganzen Kram herauszufinden. Ja, blinkt. Na komm. Zweites Untergeschoss. Zweites Untergeschoss finden jetzt das PSG 1 und den ganzen Kram. Ich glaube, ich muss danach nicht nochmal zurück. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir die Stinger-Raketen herkriegen, aber ich muss danach, glaube ich, nicht nochmal zurück. Oh oh. Haben sie nicht gesehen. So, können wir die Mikrofone noch kaputt machen?
hätte natürlich jetzt auf den Kopf ballern können. Oh, ist der eine verschwunden? Stimmt. Und der jetzt auch weg? Nee. Hä, warum waren das denn 3 und jetzt sind es nur 2? Warum ist da schon die Falltür aufgelöst? Und das war voll sowieso. Da steht auch PSG 1. Da steht da eine Tür. Das ist ja geil. Da kommen wieder die guten alten Zigaretten. Oh. Und werden durchlaufen. Und drehen. So. Ja. Hinstellen. Jetzt haben wir das richtige PSG 1. Jetzt futtern wir noch die... Oh, die Ration ist weg. Ach ja, ich habe ja noch die Bombe im Inventar. Snake, there's a bomb planted in your items. Hurry, throw it away. Who the hell are you? One of them? You'll find out soon enough. Dann wird quasi gewarnt. Ne? Wir stellen mal vor, ich hätte die Wachen hier nicht ausgeschaltet. That was a close one, Snake. Ja. Dafür wirst du büßen. Deep Throat's a real enigma. He's definitely from inside their ranks. Is he an informer? Maybe some kind of renegade? Weißt du was immer noch I've got nicht? the feeling there's some other force at work here. Du musst das doch langsam checken, wer das ist. Also das ist der Ninja, ne? Für Leute, die das Spiel nicht kennen. So, jetzt latschen wir aber einmal fröhlich hier durch. C4 können wir gut gebrauchen. Wir können eigentlich alles gebrauchen. Türchen auf, nochmal C4, mal Türchen auf, geht nicht. Mal Türchen auf, nochmal C4. Das gute alte C4. Heben wir die mal hoch. Oh, wie bin das denn mit dem Controller vibriert? Na, was hast du? Schlafmunition. Nikita! Wo ist denn die Nikita? Achso, die Nikita habe ich ja schon. Ich brauche die Stinger, ne? Hä? Wo ist er? Wo ist er? Das kenne ich nicht. Sorry, aber das kenne ich nicht. Kann was Wichtiges, kann was Cooles sein, aber kenne ich nicht. Oh. Brauche ich Zigarettis? Da wieder genau das gleiche. Das sind ja nur Farmers, 25er. Da brauche ich auch keine Zigaretten für. Da komme ich so durch. Kommt eine Schlange gekrochen. Da war noch was. Und mach mal auf die Kiste hier. Nichts dabei. Gehen wir nochmal Granaten. Apropos Stingers und den ganzen Kram. Warte. Bin mal sofort wieder da.
Let's hope that we can find a civilization across the line. A village of warriors who fallen short, no matter their undefeated. We can conquer what we've come here to take over. We will rise like the fire, fight till this is over. It's all in the power you can find. We will rise like the fire, fight till this is over. Till this is over. Invasion has taken everything we've started. We are only drivers destined not to make it. Born to survive and yet we prosper in this deserted youth. The monsters, nothing takes our hearts in the land that we lost here. We can conquer what we've come here to take over. We will rise like the fire, fight till this is over. It's all in the power you can find. We will rise like the fire, fight till this is over. Till this is over. We will rise like the fire, fight till this is over. Let me call you tonight, and I need you in my life. Baby, I miss you so much. Just two pills, I dream about you all night. Parent, lover, sex was alright. At the club, I see you, you're shining bright. I'ma take you home, we'll have fun all night. Sick of love, but I need you in my life. I'm sorry, love, but you don't have to fight. Let me come and let me hug you tight. Baby, I'm the reason, yeah.
At the club, I see you, you're shining bright. I'ma take you home, we'll have fun all night.
make it juicy. Let's make it juicy. Like a scene from a movie. Let's make it juicy. Let's make it juicy. Juicy. From a movie. Let's make it juicy. Let's make it juicy. Man, that is so juicy. Da ist er wieder. Hat doch etwas länger gedauert als gedacht. Ich habe leider Besuch gekriegt. Habe mich aber schnell abgewimmelt. So, weiter geht's. Wir waren hier stehen geblieben. Alles eingesammelt, ne? Hier war ja nur noch das. Achso, ich wollte die Türen da noch aufspringen. Ach, habe ich ja schon. Oh, dann bleibt das also gespeichert, wenn man hier was macht. Sehr gut zu wissen. Auf jeden Fall, auf der anderen Seite war, glaube ich, noch Farmers-Munition. Lass uns doch mal kurz gucken. Jo. Voll. Oh. Wie gut, dass ich schnell weitergelaufen bin. Oh, in den ersten Teil gehen normalerweise die Klappen nicht wieder automatisch auf. Die fallen nicht runter. Ja, jetzt haben wir das richtige Gewehr. Sehr gut. Dann lass uns mal hier weg. Auf dem Weg dann quasi zum... ja, ihr wisst schon wohin. Aber ich kann auch mit der Waffe weiter schießen. Hat nicht mitgekriegt. So, du machst gute Nacht. Du machst gute Nacht. Wo ist der letzte Amerikaner? Oder Berliner? Oder Franzose? Ja, wo bist du? Da ist auch noch einer drin. Der scheint wach zu sein. Gute Nacht. Wo ist denn der andere Putzi? Da sind noch sonst mehr. Wir durchsuchen hier aber trotzdem mal eben kurz alles. Kommt hier an die Kamera nicht ran. Ich will noch mal eben kurz nach oben hin, jetzt wo wir die höchste Eintrittskarte quasi haben. Okay. Wir schieben den da mal eben weg. Wir schieben die mal eben kurz hier weg. Eben kurz hier in die Ecke rein. Sind da jetzt noch welche? Ja. Hä? Na komm. Wieso verschwindet der da? Alter, so viel Munition, wie ich an dem verschwendet habe. Komm, lass mich in Ruhe. Ja, sehr gut. Hä? Wieso ist der denn wieder wach? Nein. Willst du mich verarschen? Ach, ist mir doch egal. Heute krieg ich gar nichts hin. Guck mal eben, ob der was dabei hat. Am besten ja solche Verbände oder so ein Kram, ne? Das Zeug kann man ja immer mal gebrauchen. Nö, hat er nicht. Da oben die Kamera war ausgefallen, ne? Jo. Ich glaube auch nicht, dass hier noch irgendwas ist, was ich so wirklich brauchen werde. Aber besser mal eben kurz alles nachgucken. Anstatt später es zu brauchen und nicht zu haben. Und dann geht's auch direkt weiter. Den auch nochmal eben hochnehmen. Nö, hat er nichts. Wie schön, dass die Kameras ausbleiben. Ach, das ist der Typ da unten. Ne? Ja.
Das ist schon Schiss. Dass jetzt auf einmal hier einer auftaucht. Yay, noch was. Noch mehr Granaten. Und da ist Feierabend. Vielleicht liegt hier auch noch was unter dem Tisch, aber ist mir ganz ehrlich gesagt gerade egal. So, da ist auch nichts mehr. Und ich weiß, dass es dort hinten auch keine Sicherheitstür gibt. Auf jeden Fall keine, die wir dann brauchen. So, die sagt auch gute Nacht. Ist überhaupt noch irgendwas? Ja. Ah, nur Munition. Hätten wir uns sparen können. Warum ich das gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Komme ich hier eigentlich runterspringen? Ja, kann ich. So. Alles klar. Ist da noch... Haben wir eben kurz eine Zigarette im Mund. Sind da noch die Strahlen? Nö. Okay. Dann wechseln wir direkt auf den Mini-Detektor. Und raus hier. Ja, okay, jetzt wo ich so drüber nachdenke, der Teil sieht doch nicht besser aus. Also sie sehen tatsächlich beide gleich aus. Aber haben beide ihren eigenen Stil. Oh, die Minen wurden auch weggeräumt. Da laufen jetzt welche. Warte, den kriegen wir. Das hat gerade so komisch gelackt. Ob ich die ausgeschaltet habe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es trotzdem getan. Ja, ich weiß, ich hätte auch dran vorbeilaufen können. Oh, es ist mir gerade sowas von egal. Da hinten läuft noch einer. Wie weit der gucken kann. In den Arsch geschossen. Wie gut, dass ich die noch gesehen habe, sonst wäre es komisch geworden. Ist auf der anderen Seite auch eine, vermutlich. Jo. Anscheinend bleiben die auch kaputt. Ah, ist da noch was? Eine Ration. Brauche ich eine? Ja, ich brauche eine Ration. Das ist nämlich im ersten Metal Gear Solid Teil gibt es die auch. Also für die PS1 der Teil. Dann gibt es die auch. Oder diese hier genau auf dieser Seite. Ups. Steh auf, Mann. Latsche doch nicht so rum. So, Granaten voll. Heben wir dich auch noch mal kurz hoch. Pharma ist voll. Ja, so liebe ich das, wenn alles voll ist. Da vorne ist auch noch was. Das wird wahrscheinlich Kameras sein. Die schalten wir eben aus. Sogar mit Schießanlage dran. Was sagt man dazu? Selbstschussanlage? Oh, da ist auch nichts mehr. Das ist ja eine Stealth-Mission. Wurden wir eigentlich schon mal entdeckt? Ich glaube ganz unten, ne? Oder ganz am Anfang wurden wir, glaube ich, mal entdeckt. Aber danach nicht mehr. Warum fehlt da oben immer so ein ganz kleines Stück? Das ist mir im zweiten Teil auch aufgefallen. Da fehlt ja auch dieses kleine Stück. Da ist auch nichts mehr. Ich glaube, hier ist auch generell nichts. Hä? Die Tür, die wir kaputt gemacht haben, ist immer noch kaputt? Wie cool ist das denn bitte? Dich lenken wir mal ab. Habe ich nicht noch irgendwo so einen Bug? Das muss ich auf der anderen Seite suchen. Bug. Ja, hier bitteschön. Kommt er auch schon. Mal von hier oben mal gucken.
Scheiße. Box. Box. Nein, ich komme nicht in die Box rein. Oh, das wird wieder scheiße. Ah, jetzt bin ich auf der Treppe und der andere guckt. Nein! Oh. Ja, nützt mir meine Bücher auch nichts mehr. Wo sind sie? Nein! Ja, sind alle bewusstlos. Ja, jetzt haben wir das gleiche Thema wie gerade eben. Der Alarm wird zwar gleich rum sein, aber wir haben halt kaum Leben dann, ne? Oh, ich komme hier dran. Gott sei Dank. Wollen wir noch mal kurz nach B2 gehen? B2 war... Komm, wir gehen noch mal kurz nach B2. Ich will mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas kriege. Also Ammunition oder irgendwas Verstecktes oder irgendwas. Ich glaube, wir konnten nicht alle Türen aufmachen, ne? Gasmaske. Nur mal eben kurz gucken, weil ich glaube, wir kommen hier nicht mehr hin. Das ist quasi... Oh, Gott sei Dank Ration. Ey, nicht lacken hier. Oh, ob das mit dem PS2-Emulator eigentlich vernünftig läuft? Nochmal Granaten. Da war, glaube ich, eine Kamera, ne? Hier ist nur so ein Jungle-Book. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite. Die Kameras habe ich alle ausgeschaltet. Oh, das ist so schön. Ja, hier ist noch irgendwas gewesen. Ne. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Minendetektor. Oh, aus spezieller Phasen hergestellt. Wenn die Weste tragen, erleiden sie beim Treffen nur halben Schaden. Wow, das ist ein geiles Teil. Gut, dass wir nochmal hier gewesen sind. Das ist echt cool. Stell mal vor, wir wären jetzt hier nicht gewesen, dann hätten wir diese geile Weste nicht gekriegt. Wie schön, dass ich hier alles ausgeschaltet habe. Oh, ich habe da auch eine Gasmaske, verdammte Inzucht. Ich hätte das doch locker da unten mal aushalten können. Dann habe ich gar nicht gedacht. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine Ration. Nehmen wir gleich mit. Ah, ich komme hier nicht raus. Ich bin den Ausgang nicht. Jetzt kommen wir nochmal kurz quer hier rüber. Ist hier noch irgendwo was? Dreht sich hier noch irgendwas? Nö. Okay, dann wissen wir, dass wir hier auch alles haben. Hier brauchen wir also auch nicht wieder hin. Ja, oh, wir sind gleich da. Nicht beschweren hier. Tragen wir mal die coole Weste. Beim Treffen von Schüssen oder allgemein? Ich denke mal allgemein, ne? Oh, nehmen wir mal unser Betäubungsgewehr hier. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, was wir letztens hatten. Wir hatten da oben ja zwischendurch mal immer mal wieder eine dritte Person laufen. Ich denke mal, wenn man sich zu lange an einen Ort aufhält, dann erscheint da mal eine dritte Person zwischendurch oder eine vierte, also einfach Verstärkung. Einfach einer, der man zwischendurch guckt. Was ja eigentlich auch geil ist. So, du kannst direkt schlafen gehen. Dann hast du mal so eins von diesen Books mit. Guck mal, ob der irgendwelche... Was geil wäre, wenn wir diese... Ja, Pilze hätte ich jetzt fast gesagt. Diese Penicillin oder was es ja auch immer, diese komischen Tabletten da kriegen, dass wir die Hand ruhiger halten. Weil wir werden Sniper Wolf nochmal wiedersehen. Noch jemand mehr? Nee. So, Sturmgewehr. Hallo. Und das hier war als Nikita, ne? Ja. Da hast du.
Die 3, steht 15 dran, haben wir nur 3 gekriegt. Was eine Verarsche. Das kann ich mir nicht mitnehmen, ne? Nee. Hier ist noch Munition, da ist schon wieder voll. Tatsächlich, ich bin fast alles voll. Alles voll, fast an Munition und Ration und was man alles kriegen kann, alles voll. Schieben wir mal hier rein. Man weiß ja nie. Gucken, ob da noch was fallen lässt. Nö. Ich weiß, dass unter dem Tisch auch noch was ist, aber ich denke nicht, dass wir das, was unter dem Tisch war, irgendeine Munition. Ah, hier, die Dinger meine ich. Ah, ja, habe ich voll. Hier sind aber nochmal zusätzliche, ja, nochmal zusätzliche Munition. Medikamente. Oder meine ich Medikamente? Keine Ahnung. Eins von denen auf jeden Fall. So, jetzt sind wir voll. Jetzt geht's schon wieder Richtung Hunde. Ach, spielt er hier eigentlich noch ein Intro ab? Oder irgendwas? Nö, komme ich auch gar nicht mehr rein. Okay. Okay. Ging nur einmal. Dann geht's jetzt weiter. 3 Kommentare haben wir ja. Ich glaube, da kommt dann auch noch eine Zwischensequenz. Und ob da irgendwelche Soldaten rumlaufen? Nö, ne? Nö. Ach, guck mal, da ist der Tower. Also da laufen wir jetzt quasi gleich hin. Hier ist so alles auseinandergenommen, aber nix. Ich gucke gerade noch nach Munition oder ähnliches. Weil ich glaube, an diesem Teil... Oder komme ich da noch mal hin? Nee, hier komme ich tatsächlich nicht noch mal hin. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ach so, jetzt kommt das wieder mit den Hundis. Oh nein, ich werd auch in dieser Aufnahme keine Hundis töten. Mach gute Nacht. Ach, stell dich hin, Kollege Schnittschuh. Da ist, glaube ich, nur PSG-1 Munition, ne? Ja. Noch mehr? Ne, Farmers war voll. Wo ist dieser Zwerghund? Oh, der ist gefährlich. Und ja, es sind nur Betäubungsschüsse. Da ist noch was. Reicht auch. Da ist er. Ration brauchen wir aber auch nicht. Ich glaube, die Minen haben sie jetzt hier auch... Ah, jetzt kommt gleich auch die Zwischensequenz. Ja, da kommt sie. I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. War is meaningless. Nothing comes out of war. Snake, please, save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Ja, der hat ein gutes Solid Snake, ganz schön zu kämpfen. Wieder ein Trauma. Snake, about Meryl. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No, you're wrong. Meryl thought she had to become a soldier.
Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that. She wasn't ready for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. That's not like you, Snake. Master? What is it? Sorry for eavesdropping, but I couldn't just listen anymore. Master, Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep attacking yourself for things that happened in the past. Nothing good will come from that. He's right. Don't kick yourself. It doesn't suit a legend like you. I'm sure Meryl's just fine. Mei Ling. Snake, forget about Meryl. Stop Liquid. That's what Meryl would want too. You're right. Meryl would say the same thing. Snake. What? Meryl. She's pretty special to you, huh? Well, yeah, special. There aren't many tomboys like her. That's not what I meant. She's the Colonel's niece and a combat buddy. Is that all? Come on. This is like a police interrogation. No, I guess it's in the genes. The genes? What are you talking about, Colonel? No, I just remembered about Naomi's grandfather. I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Also ich kann jetzt Is that sagen, right? Yes. das meinte er eigentlich nicht. Er hat sich bloß intelligent rausgeredet. When was that? Sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi? I thought that you didn't have any family. I researched it after I became an adult. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake. Good luck. Watch your back, Snake. Ja, wir werden aufpassen. So, jetzt geht's endlich weiter. Jetzt gleich nochmal ein Ort des Geschehens. Gucken wir mal eben kurz. Munition. Das Ding sollten wir ausgeschaltet haben. Irgendwo war doch hier diese Selbstschussanlage. Oder war das da? Ja, läuft aber nicht mehr. Da ist auch nichts mehr, ne? Da oben laufen Ratten. Ration brauchen wir alles nicht mehr. PSG 1 haben wir voll. Farmers haben wir voll. Bis auf das Betäubungsgewehr sollten wir eigentlich alles voll haben. Das ist schon mal sehr gut. Das war für Betäubungsgewehr. Und voll. Das werden wir auf jeden Fall... Werden wir das gleich schon brauchen? Yay, wir kommen das erste Mal weiter. Ach ja, stimmt. CD2. Zum Glück macht er das automatisch. Das ist das Schöne, wenn man 2 Laufwerke hat. Zwar einen kleinen Augenblick laden gedauert, aber es ist da. Das erklärt auch die Ruckler zwischendurch halt. Das sind halt verdammte Inzucht. Alter. Schieß doch. Hätte ich mir noch ein anderes Gewehr holen müssen? Ja, dafür brauchte ich die Munition. Mir fällt es wieder ein. Ich weiß auch immer genau, wo ich bin sofort, ne? Aber ich muss husten, Herr. So, da ist er wieder. Langes, stabiles Seil aus Nylon. Ah. Können wir auch brauchen. Ja, komm.
Jetzt geht es erstmal eine ganze Zeit lang nach oben. Ich glaube, von oben kommen auch noch Gegner. Mir war auf jeden Fall so. Was seid der Unterschied? Schieß doch. Ich sag doch, von oben kommen auch noch Gegner. Der schießt doch vorbei. Alter, der da unten, Junge. Du musstest eigentlich schon lange keine Munition mehr drin haben. Die Backen. Das ist nämlich noch höher. Otterkorn. That's the door to the walkway. It won't open, even if I use the card. Huh? Oh, that's right. I totally forgot. Ja, was hast du vergessen? That Dass die door Tür sometimes zufriert? gets frozen shut 'cause it's so cold. Das weiß ich noch. Next time, tell me beforehand. So what should I do? It's impossible to open from the inside. They always used C4 or something from the outside. From the outside? You can't open it from the inside? Sorry, it's impossible. But don't worry, you'll get through. There are 2 walkways that connect Tower A and Tower B. The other one's on the roof. You should just use the walkway on the roof. Da kommen ja immer nur 2 Soldaten. Was ist denn, wenn ich die quasi... Ration kann ich immer gebrauchen. Was sind welche Einschläfer? Ach, dann verschwinden die. Ach, weiter. Deswegen haben wir noch so viel Munition gekriegt. Schön, dass sie nach einem Schuss schon schlafen. Der pennt schon. Komm doch, komm doch, komm doch. Die haben einen Grafikfehler. Guck mal, die haben einen Grafikfehler. Oder vielmehr, das ist kein Grafikfehler, das ist quasi das Skelett. Also das Rig, womit man die 3D-Modelle quasi die Animation macht. Das ist sichtbar. Also ja gut, okay, damit kann ich leben. Wenn das der einzige Fehler ist, können wir bei uns einfach ein bisschen rumballern. Das heißt, wenn jetzt noch welche, wenn jetzt noch welche kommen, ballern wir jetzt so weg. Gute Nacht, das waren mal eben 11 Schüsse. Aber ich glaube, ab hier ist es vorbei. Ah ne, doch noch nicht. Ach komm, lauf. Nochmal eine Ration. Nehme ich natürlich dankend an. Ja, hier geht's noch nach oben. Das war's. Leiter, Action-Button. Ja. Oh, das Action-Button. Ich drück doch schon den Action-Button. Okay, wir sind ganz oben. Oh, ich weiß noch, was jetzt kommt. Jetzt wird's auch cool. Ich meine, das war ja schon cool, aber jetzt wird's noch auch cool. Müsste eigentlich jetzt gleich gewesen sein. Das Dinger. Nee, Sturm. Keine Ahnung, was verstand. Nämlich jetzt.
Und da war alles kaputt. Und wer war's? Damn. Er war's. I'm afraid I can't let you get past here. Liquid? You're not going any farther. Die! It's a long way down. If only I had a rope. Wenn ich ein Seil hätte. Ach komm. I should be able to use that rope I got. Oh, ich sehe gerade, ich bin zwischendurch zu laut. Take on a hind with your bare hands? Now you're mine! If I stay here, I'm finished. Deswegen bleiben wir ja nicht hier. Wenn ich ein Seil hätte. Ich glaube auch nicht, dass man ihn aufhalten kann. Also, man kann ihn aufhalten, aber nicht jetzt. Alter. Kommt wahrscheinlich ein Anruf, wie ich das Seil benutzen soll. Aber das finde ich selber, glaube ich, hinaus. Action. Wieder fliegt er. Oh, lass mich doch in Ruhe. Okay, ich lese mal. So seilst du dich ab. Drücke den A, um dich von der Wand abzustoßen. Drücke dann den Kontrollstick nach unten, um dich abzuseilen. Wenn du dich anschaust und dabei den Controller-Stick nach links oder rechts hältst, bewegst du dich in der größten Sprung in die jeweilige Richtung. Halte den B-Knopf gedrückt, um langsam an der Wand entlang zu schleichen. Und dich ein wenig in der Richtung zu bewegen, drücke den Control-Stick nach und halte dabei den B-Knopf gedrückt. Mit der richtigen Timing musst du dich am besten dem Beschuss ausweichen können, während du dich abseilst. Wenn du überhaupt jemals schaffst, dann du, Snake. Danke. Oh, ich muss mich... Wo ist B? Hä? Hä? Ich war doch fast da. Was ist denn da los? Okay, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht. Wir versuchen da meinen Tun nach unten. Scheiße, und drauf. Bum, 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 bum. Wir leben wieder. So, wir kriegen ein bisschen wieder. Dupdi-dupdi-du. Aber. So, jetzt.
bisschen Leben müssen wir gleich wieder kriegen. Also nicht Leben, sondern diese Haltelinie, den Gedöns da. Oh, das war schon. Ey, von der Höhe bin ich gerade aufgefallen. Und dabei bist du voll, hast dich voll gelatzt und tot warst du. Anscheinend bist du nicht auf den Kopf gefallen. Ja klar, jetzt ist er auf einmal weg. Und ein bisschen C4. Ja genau. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Warum kommen die nicht? Sind alle eingeschlafen? Warte mal eben. Nachtsicht. Nee, das Ding. Nee, das Ding. Warte. Also weit kannst du ihn gar nicht gucken. Das ist ja toll. Und der auch nicht. Ich gehe mal eben kurz für kleine Jungs. Ich bin mal sofort wieder da. Also es dauert wirklich nur eine Sekunde. Ich bin sofort wieder da. Ich wollte eigentlich Zwischensequenz, aber es gibt keinen langen Moment ist. Also wie gesagt, eine Minute. Ich bin sofort da. So, hab doch gesagt, geht schnell. Warum rufe ich ihn jetzt an? Ja, das habe ich ja jetzt gemacht. Ich glaube, der Helikopter kommt nochmal. Deswegen standen die 3 Idioten da und haben sich nicht mehr bewegt. Sag ich doch. Ration. Ration. Hör auf mich rumzuballern. Ah, hier ist die Singer. Jetzt kriegst du gleich fast voll auf die Nuss. So, runter kommen wir auf jeden Fall nicht. Hoch kommen wir nicht. Und runter kommen wir auch nicht, weil die Treppe kaputt ist. Oh, ja. Also die Treppe ist noch heile, aber ich glaube weiter unten ist sie kaputt. Hä? Irgendwo warst du doch kaputt. Da. Damn. Also wir kommen weder hoch noch runter. Was müssen wir machen? Fahrstuhl! Du bist eigentlich auf der anderen Seite kein Fahrstuhl. Warum haben sie nur einen Turm mit Fahrstuhl ausgerüstet? Verstehe ich nicht. Ach ja. Guck mal. Don't shoot! Ich muss nach unten. It's me, don't shoot!
It's me, Snake. Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck, thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? Do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah. Irgendwie fehlt die epische Musik aus dem ersten Teil. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before, I won't hurt anyone. I don't want you to. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see? Frag mich gerade, auf welchem Truck er gewesen ist. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Ja, durch die Brille mit der Don't Hand. worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here. Then I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Wo geht der denn jetzt nach unten? Ich dachte, da unten ist alles kaputt. Auf jeden Fall erledigen wir jetzt den Helikopter. Seine lästige Fliege quasi. Ach, guck mal, jetzt sind die Boxen schön aufgereicht. Vorher waren sie wegblockiert. Oh! Hi, vergessen! Da war ja was. Das war schon im ersten Teil so. Sieht nicht. Wie machen wir es am besten? Oh, ich habe 20 Stück. Die werfen wir einfach so lange, bis wir oben sind. Wir werfen direkt die nächste. Wir werfen direkt die nächste. Haben wir genug davon. Gott sei Dank. Oh, da waren schon 2. Ja genau, in nächsten Etage sind 3, dann sind es 4. Ich erinnere mich. Hier müssen es jetzt... Genau, hier sind es nämlich schon 3. Voll gemein, wenn man das nicht weiß.
Los, explodier. Lass mir jetzt nicht so viel Zeit mit. Ich glaube 5 wären es auch noch, ne? Hier sind es nämlich schon 4. Oh scheiße, ich muss nur Steine werfen. Werfen direkt die nächste. Ne, jetzt sind wir oben. Ah, hab ich ganz vergessen, ey. So, haben wir noch ein paar Stingers hier oder was? Ah, 10 Stingers-Raketen. Noch mehr Stingers. Der ist voll, okay. Jetzt nicht mehr, aber jetzt wieder. Nimm so coole Weste. Ey, Gott sei Dank bin ich nochmal in dieses zweite Untergeschoss gegangen und habe die Weste mir geholt. Die ist echt geil. Wir sollten jetzt aber auf jeden Fall einmal speichern. Kein Bock, aber den Hubschrauber zu verlieren oder dass hier irgendwas ausfällt oder so. Das heißt, wir drücken Start plus X. Rufen unsere gute Mai Ling mal eben kurz an. Moin. You called, Snake? Na klar, hab ich dich angerufen. So, einmal neuen Spielstand. Danke. Gather ye rosebuds while ye may. Old time is Ja, deine Weisheiten kannst du bitte für dich behalten. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's cool. So, the snake's finally come out of his hole. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you! I'm your shadow! What? Ask the father that you killed! I'll send you to hell to meet him! Ohne spoilern zu wollen, der Vater ist nicht tot. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist die Sau da? Dingers Raketen. Da ist er. Egal. Du wirst zuerst sterben, Kollege. Ja, werde ich die platt machen. Was willst du denn? Wenn nicht aus Spaß. Ah, der ist da hinten. Oh, das Geräusch hasse ich jetzt schon. Ah, du kommst nicht ran, ne? So. Aha. Vor mir. Und wieder weg. Ja, da kommen wir nicht lang. Scheiße. Jetzt werden wir einen abkriegen. Oh, verdammt. Bist du, Kollege Schnürschuh? Ja, weiß ich wohl. Du hast anscheinend keine Lust gegen mich zu kämpfen. Noch ein Nice Shot, Kollege Schnürschuh. Ah, jetzt kommt er mit seinen verkackten Raketen an. Ich glaube, hier sind wir sicher. Oder auch nicht. Wo ist der? Ah, jetzt taucht der ab auch noch. Wir holen uns mal eben die Ration hier.
Mal kurz gucken, wo der ist. Ach, bringt das hier was? Oh, die hätte ich werfen sollen. Die hätte ich werfen sollen als, was ist er jetzt? Als diese Raketen gekommen sind. So, weg hier. Alter, ist der laut. Ah, ist wieder da unten. Warte, ich muss mal eben kurz Traktion nehmen. Ich bleib jetzt drauf. Scheißegal, die 2-3 Schüsse stecke ich jetzt ein. Dafür ist er gleich tot. Ah, da oben ist er. Komm, 1-2 Schüsse noch. Alter, wieder mit dem Ding, Junge, das ist doch kein Düsenjet. Der hat doch gar kein Leben, der hat doch gar kein Leben mehr. Ah, alles klar. Nein, komm hin. Alter, der hat doch gar kein Leben mehr. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade meinen. Der musste quasi seine Animation dann auch machen. Jetzt geht's weiter. Damn! Eat this! Ja, genau. Come on, fly! Snake! See you in hell, Liquid. Genau. That takes care of the cremation. Oh, so ein schlechter Spruch, bitte. Ich meine, das ist cool, aber auch schlecht, aber auch cool. Snake, the elevator's working. You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay, find a safe place to hide out for a while. I'm going underground.
I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. Wir werden ihn auf jeden Fall nochmal wiedersehen. So viel sei gesagt. Okay, hier ist jetzt soweit nichts mehr. Ich hatte, glaube ich, alles eingepackt. Genau. Dann geht's jetzt weiter. Ja, diese Weste, ne? Ich bin so froh. Ich glaube, ich habe es gerade schon erwähnt, ne? Aber ich bin so froh, dass ich diese blöde Weste habe. Ach so, schönen guten Abend. Na, wie geht's dir? Mir schreibt nicht schon wieder, geht so. Okay, da sind die Stinger-Raketen, dann habe ich die auch wieder voll. Die Fahrstuhlszene ist auch cool. Achso, warte mal, da ist ja wieder was. Ich muss ja jetzt hier aufpassen, wenn ich runterlaufen. Dass ich nicht diesen blöden Kameras in den Weg laufe. Die da. Treffen müsste man sie auch. Das waren schon mal 4. Jetzt sollten die nächsten oder noch eine Treppe runter. Ne, noch eine runter. Und wollen dann 3 sein. Ist natürlich auch gemein, ne? Jedes Stockwerk hast eine Selbstschussanlage mehr quasi. So, 18. Hier, 17. Ne, dann bei 16. Puh. Ich sollte nicht so viel Munition verschwenden, da kommt nämlich gleich noch was. Und die war, glaube ich, schon Schrott? Ja. Ich will ja nicht spoilern, aber da kommt gleich was. Wie man die Waffe anhebt, wenn er die runterläuft. Oh, da war noch eine Ration versteckt. Alles klar. Hallo Aufzug. Am besten diesen Aufzug mit C4. Ah, habt ihr gehört? Und einmal bitte nach unten. Jetzt wird's auch wieder gut. Dann mal gleich auf schwere Munition wechseln hier. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you, so I went back to the lab and... Yeah? The 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out. It's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135. But that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. Ach. Too late, Snake. Oh, schön, die kann man ja gut sehen. Ich wollte erst wechseln auf Nachtsicht, aber... Okay. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch wahrscheinlich... Ja, genau. Das macht aber gar nichts. Hey! Hey! Ja, jetzt lädt er nach. Ah, das war schon.
Wozu braucht ihr das Nachtsichtgericht? Idioten! Okay, das hätten wir auch hinter uns. Von einer Action-Szene in die nächste. Also, es kommt noch eine gute Szene. Also jetzt sofort, jetzt gleich so. Ich sammle schon mal Munition ein. Ration ist auch gut. Wobei, ich glaube, der Kampf, der jetzt kommt und der von Metal Gear, das sind so die längsten, beziehungsweise auch die schwersten Kämpfe, glaube ich, gewesen. Jetzt muss man kurz gucken, nicht, dass hier wieder so ein... Nee, ist nicht. Aber man sieht schon... Ah, da, siehst du, ist doch was. Da in der Ecke. Ach, hör doch auf. Mal kurz in den Gang gucken. Ja, alles voll mit den Scheißdingern. Und der hat noch nicht mal getroffen. Ey, ich hab doch getroffen. Man sieht es schon. Man sieht schon, worauf hinausläuft. Man sieht es einfach schon. Wenn ich jetzt schon eine nehme... Die waren das, ne? Stoppt Herzzittern beim Zielen auswählen. Hä? Und was macht der? Erkältungsmittel hilft gegen... Nimm sie dann wieder mit mit dem Fenster ausgewählt ist. Ja, okay. Ah, nimm schon mal eine. Ja, jetzt ist wieder gut. Und actionlastig. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's shooting at me, in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please. She's a good person. You'd know that if you talked to her. That woman isn't as sweet as you think. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf! No, you can't! Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this! Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. You think so? Well, a message from me is a message from death. If I'm close, you will know death is close. Please, Wolf! Snake! No! Quiet! Don't get in our way. Now I'll pay you back for Meryl. You men are so weak. You can never finish what you start. Also, ich setze mir jetzt selbst mal eine Challenge. Ich versuche mal, ich gucke mal, ob das funktioniert, ob man sie mit den nicht tödlichen Gewehr besiegen kann. Ja, ich probiere es mal aus, weil dann hätte ich sie ja nicht getötet. Ich glaube schon fast nicht, weil wenn du eine gewisse Menge Betäubungsmittel in dir drin hast, ich glaube irgendwann ist auch das tödlich. Aber ich versuche es trotzdem mal, ob ich sie so besiegen kann. Also mit den anderen Gewehr dann.
Okay, sie sieht mich so nicht. Sie hat auf jeden Fall die Anzeige dafür. Also könnte ich theoretisch das hier nehmen. Theoretisch. Ich muss erstmal gucken, wo sie ist. Da läuft sie. Da liest sie gerade. Okay, alles klar. Irgendwo hier. Ah. Aber vorher, warte. Ich treffe sie wohl. Ich hau mal eben kurz von beiden etwas rein. So. Wir versuchen es mal. Sie nicht zu töten. Na komm schon. Oh nein, es wackelt wieder. Oh nein! Der Controller ist so empfindlich. Nein! Sie hat mich getroffen. Wo muss ich hin? Wo läuft sie jetzt? Das ist fies. Die war hier irgendwo. Nein, sie war da irgendwo. Da ist sie. Nein, nachladen! Lad doch nach! Oh Gott, ey! Ah! Ah! Da ist sie wieder. Und meine Hände zittern schon wieder. Gott. So, Junge. Mädchen. Frau. Na, noch ein. Nein. Oh nein, ich hab doch geschossen. Nein. Scheiße, wo ist sie? Da war sie irgendwo. Irgendwo hier war sie. Da läuft sie. Nein! Ja, beide getroffen. Da läuft sie wieder. Na komm. Hab dich. 13 Schüsse noch. Oh, verdammt. Na, verdammt. Nein! 9 Schüsse noch. Ich muss echt aufpassen. Scheiße, ich habe sie verloren. Da wird sie nicht sein. Da ist sie. Ich sehe ihr. Ah, sie kommt wieder. Schieß sie nach! Okay, hab sie. Theoretisch habe ich sie jetzt nicht getötet. Praktisch sieht das Ganze anscheinend ganz anders aus. Das war doch nur Betäubungsmunition.
Okay, die ist Schnee von gestern. Schnee von gestern. Ich muss auch noch hinlaufen. Guck mal eben, ob hier noch irgendwas ist, was ich mitnehmen kann. Komme ich an diese Stelle nochmal hin? Nee. An diese Stelle komme ich, glaube ich, nicht wieder hin. Und jetzt sehe ich auch den Truck, den er meint. Er meinte wahrscheinlich diesen Truck hier. Also... geh hoch. Hoch! Ach, dann halt nicht, dann so. Diesen Truck meinte er wahrscheinlich. Action-Taste. Da ist nichts mehr, ne? Nee. Okay, dann latschen wir mal hin. Das war, oh, ich fand das früher so traurig, dass die tot ist. Aber mittlerweile ist auch nicht mehr die Originalmusik leider. I've waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am long shot. You cannot save me. Please, just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd. So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero, Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden, watching everything through a rifle's scope. Now I could see war not from the inside, but from the outside, as an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now, I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglanek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale for some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. Even when I'm just an onlooker, I don't like to see women or children get hurt. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are.
I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free. Why? Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me. She is part of me. Everyone is here now. Okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake, Immer noch traurige Szene. you said that love could bloom on a battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. Don't lose the codec. I'll be behind you all the way. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too.
Und da ist diese gute Zwischensequenz vorbei. Immer noch traurig, nicht mehr so wie früher, weil einfach die super geile Musik aus Metal Gear Solid 1 dort komplett gefehlt hat. Also ich würde schon fast behaupten, man sollte besser den Teil für die PlayStation einspielen, auch wenn der deutlich schlechtere Grafik hat und nicht so epische Zwischensequenzen wie der hier. Hängt doch viel von der Musik ab. Warum kriege ich auf einmal so viele Nikitas? Was soll das? Ah, ich hätte die auch theoretisch, ja, alles klar, ich hätte sie auch theoretisch mit der Nikita besiegen können. Ja, genau. Kollege Schnürschuh, was ist da los? Wir sammeln hier draußen mal eben kurz den Scheiß ein. Oh, voll? Stimmt, alles voll. So, jetzt nochmal auf der anderen Seite. Das ist sogar Sicherheitsstufe 7. Wofür war nochmal 7? Ach ja, ich komme hier nochmal hin. Granate. Das andere Ding. Also das, was ich gerade schmeiße. Boah. Ich traue dem Braten irgendwie nicht. Guck mal eben mit dem Detektor. Alter, was für eine Munition, ey. Ach, guck mal an. Guck mal. Und wie löse ich die aus? Gar nicht wahrscheinlich, wa? Da ist eine direkt in der Tür. Da ist auch eine. Ah, verdammt. Oh, jetzt habe ich mich richtig erschrocken. Naja, wir haben genug Leben. Toll. Für sowas. Da habe ich mich richtig erschrocken, ey. Lass mal eben kurz den Minensucher drin. Oh, das war wieder knapp. Auf jeden Fall bin ich jetzt wach. Da ist Sicherheitsstufe 7. So, und wir müssen hier lang. Theoretisch kann ich auch mit einem Stinger drauf schießen, ne? Mit dem Stinger macht noch mehr Spaß. Ah toll, jetzt komme ich da aber nicht weiter. Na los. Okay. Ja, jetzt geht's runter. Jetzt kommt gleich noch... 2 Gegner kommen noch. Einmal Metal Gear an sich und einmal noch einen anderen, den wir schon mal gesehen haben. Mehr verrate ich nicht. Oh. Der ist Schnee von gestern. Ne, der ist nicht Schnee, sondern Rauch von gestern. Da kommt jemand? Warum kommt der? Der wird wohl einmal jetzt getroffen haben, oder? Ja. So, wie kam ich jetzt nochmal darüber? Hier ist keine Steuerung für den Aufzug. Oh ja, ich erinnere mich. Ich könnte aber auch da runterspringen. Da ist zwar eine Kamera. Die können wir ja schnell zerstören. Theoretisch sollte das gehen. Ja, genau. Dieses kleine... Oh! Verdammt, da war noch eine Kamera mehr. Haben wir sie. Also ich weiß, man hätte da jetzt so lang kratzeln können, aber nein, danke. Von hier aus kommt man da, glaube ich... Ja, genau, hier unten drunter. Ah, hier war das mit diesem heißen Dampf. Was ist da? Ah, heiß.
Ah, wie schon wieder heiß. Okay. Kurz gucken. Da war nichts drin. Hier lief hier noch ein Soldat rum. Nö. Da hinten ist noch eine Ration. Wir holen uns noch irgendwie die Ration und dann geht's direkt weiter. Dann sind... Oh, was habe ich da gelabert? Es gibt nur 2 Kämpfe noch. Ey, es gibt noch ein paar Kämpfe mehr. Fällt nämlich gerade noch wieder einer ein. Oh, hier ist doch was. Ah ne, jetzt eine Etage drüber, der pennt ja. Ration. Gar nichts. Hier unten war glaube ich auch eine Ration, ne? Ja. Okay, voll. Ja. Also das mit den 2 Kämpfen stimmt nicht ganz. Ja, kommt noch was mehr. Kommt noch ein bisschen mehr. Ich sammle schon mal Munition, weil ich weiß, was gleich kommt. Ah, schon mal gut, aber brauche ich nicht. Hier noch irgendwo was. Ja, ja, alles voll. Gut, dass ich... Ach, wie gut, dass ich diese Schussweste gefunden habe. Ich glaube, die habe ich bei... Die gibt es auch in Metal Gear Solid 1. Also in PS1 1. Metal Gear Solid Gedöns. Ihr wisst, was ich meine? Aber ich meine, ich habe die da beim ersten oder zweiten Mal nie gefunden, weil ich nie zurückgegangen bin. Und gleich mal schon mal hier gute Muni, ne? Schwere Munition. So, gemütlich hinsetzen, das willst du nämlich jetzt. Natürlich nichts, was mich auffällt, aber kommt jetzt noch was. Da kommen die Spider-Männer. Ja, genau. Munition explodiert jetzt auf einmal. Also das wurde immer mit Ghostbusters gemeint, nie die Strahlen kreuzen. Ja, schon verbesserte Genom-Soldaten, denke ich mal. Dann schießen die nicht. Einfach jetzt draufballern. Chance vertan. Ja genau, der ist genau hinter mir. Habe ich das gerade gemacht? Bis das Ding gefallen ist, ne? Schieß doch! Ich meine, da kam noch mehr. Waren das nur die 3? Ist ja öde. Ich habe mich schon auf den super Kampf gefreut. Okay. Aber ich glaube, jetzt kommt noch mal ein schönes Gespräch. Oder nee, das kommt gleich erst. Guck mal, wie er auf der Landebahn da zittert. Das war wieder knapp. Ah, jetzt geht noch eine Etage runter. Vielleicht kommt da auch das Gespräch, woran ich die ganze Zeit denke. Das, was uns so einiges aufklären wird. Minen? Ey, braucht mal eben eine Ration und sowas, ne? Voll. Ah, das ist so schön, wenn man volle Munition hat. Achso, dieses Ruckeln und Zuckeln zwischendurch, das ist tatsächlich, wenn er von der CD nachlädt. Okay, weiter geht's. Ich glaube, da kommen ja jetzt nicht noch mehr Soldaten. Müsste jetzt eigentlich irgendwann das Gespräch kommen. Ah. Alles klar. Gut, nein, Raten.
Das ist ein Foreshadowing auf den Gegner, der gleich kommen wird. Ah, das Gespräch kommt trotzdem. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI, Yeah? and then going undercover to investigate the Mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah? At the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But You better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Okay, das Gespräch kommt jetzt eigentlich. Ich habe an ein anderes Gespräch gedacht. Aber okay, dann legen wir jetzt erstmal den Typen auf, die Raben hindeuten. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich ein anderes Gespräch im Kopf gehabt. Aber es kommt wahrscheinlich danach. C4. C4 ist schon mal gut. Oh, C4 wäre eine gute Taktik. Ja. Jetzt geht's los. What's that? Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready?
I am not fond of snakes, but you are family, so I cannot complain. But there will be no holding back. Das war geil. Hab ich so gar nicht mehr in You live in Erinnerung. Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. With that strength, you must have been training in the stick pull and four-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we will see if there is iron in your words. Ach ja, da kommt jetzt noch was. Genau. Oder das Ding denn hergezaubert? Sag ja, Action ohne Ende. Bereit. Bereit. Fight. Okay. Ich glaube, mit Raketen war der gar nicht mal so einfach zu töten, weil er, wie man es gerade gesehen hat, die Dinger einfach zerschießt. Ich bin gerade überlegen, wie habe ich das damals gemacht? Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Anscheinend funktioniert das doch sehr gut. Ja genau, ich laufe noch mit rein. Okay, ihn habe ich nicht getroffen. Warte mal eben. Will ich mir noch eine Strategie für den. Verdammt, falsche Richtung. Mal gucken, wer hier mehr abzieht. Ich habe das nicht auf leicht stehen. Ich habe das tatsächlich auf schwer stehen. Nicht auf schwer, auf sagen wir mal schnell. Mittel. Jetzt weg hier. Ja genau, er trifft mich noch eben schnell am Fuß, wa? So, Fettsack, da ist der Fettsack. Jetzt rennt der auch noch. Na toll. Zu weit. Oh ne, er sieht mich. Ja, was ist das? Nikita.
versuchen mal was. Bam, Junge. Oh, irgendwie mit mir kalt, sehe ich gerade. Oh, nicht schießen. Ja genau, lad mal ganz Mikro nach. Oh, ein bisschen Dreck sein. Ah, da ist er. Bleib so wild. Ah, wo läufst du lang? Oh, toll. Weißt du was? Sie bleibt hier drauf. So gucken, wo er läuft. Ah, da lief er. So, wir nehmen mal vorsichtshalber mal einen davon. Ah, wo läuft er lang? Ah, da lang. Ach, scheiße. Oh. Wir sind hier beim Marathonlauf. Willst du rennen oder willst du campen? Ah, toll. Das ist gleich mehr. Okay. Ah, Minen. Da fällt mir was ein. Kannst nicht selber reinrennen? Jetzt müsste er... Ah, er sollte, hätte können. Junge. Ja, er läuft in meine rein. Sehr gut. Und dann die zweite. Nein, wo schieße ich hin, Junge? Das ist wie bei Mehr, beim Fahrstuhl. Richtig, Junge. Richtig. Wenn ihr mal weiter Minen. Da setzen wir mal eine hin. Oh, toll! Okay, da setzen wir eine hin. Da setzen wir eine hin. Er kommt. Da setzen wir eine hin. Nein, lauf! Da setzen wir eine hin. Eine habe ich noch. Da setzen wir eine hin. So. Haha. Egal, egal. So. Wiedersehen, Drecksack. Oh, was wurde Mine reingerannt, war? Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way,
I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Also das nicht jede? Da war ein Schreibfehler drin. Why? You are a snake, which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man you saw die before your eyes. That was not the DARPA chief. Hier erfahren wir das also. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood, so he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Schon irgendwie eklig. Snake. In the natural world, there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. No matter how far you go, or how many corpses you crawl over, the killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Genau, die haben auch die Knochen mit aufgegessen, die Zehennagel und Zähne. Gedärme mit Inhalt. So kennt man Raben. Aber da fehlt die epische Musik. Snake, it's me. Master? It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Damn. Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And?
There is an actual Dr. Naomi Hunter. Or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So, you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. A different group? It couldn't be. Place her under arrest, Colonel. What? She's betrayed us, Colonel. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Oh, nothing. Colonel, have you let her in on some kind of vital secret or something? Die weiß alles. Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Richtig, bist nur angelogen von den Colonel. Was war das? Was war das? Warte mal, ich muss mal eben hier suchen. Ach so, was ich nicht verstehe, wir sind jetzt die ganze... Also ihr werdet es sehen, also wir sind eigentlich schon die ganze Zeit hier am Kämpfen, aber diese blöde Karte ändert sich. Ach, okay, ist egal. Da, eine Trophäe. Okay, das habe ich von den anderen nicht gekriegt. So eine Trophäe. Meine Minen sind weg, ne? Ja. Ist hier noch da hinten die Ration? Ne, die ist auch weg. Okay, dann brauchen wir keine Ration, dann laufen wir weiter. Wir müssen gleich eh noch genug laufen. So, einmal, zweimal. Jetzt waren hier so scheiß Kameras da vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ganz vergessen. Ich war wieder scharf auf die... Snake, are you okay? Snake! Snake! Oh, wie kommt man das denn jetzt machen? Wie konnte das denn jetzt passieren? Ach, Gott sei Dank landen wir da. Ja, sorry. Ich wollte sagen, ist schon spät, aber so spät ist es noch gar nicht. So. Wir brauchen den. Machen einmal so und warten kurz einen kleinen Augenblick, bis der komische Typ hier kommt. Na komm. Na komm. Jetzt kommt er nicht. Doch, er kommt. Komm, dreh zu Papa. Kleines Stückchen noch für dich. Ach, Kollege. Was ist denn los bei dir? Ja, okay. Dann schalten wir erstmal die Kameras aus. So. Und so. Da kommt, glaube ich, jemand. Da oben ist einer. Er kommt. Das war's mit ihm. So, jetzt holen wir uns die Ration aber hier. Oh Mann! Okay, dann holen wir uns nicht diese Ration. Kackt ja auf die Ration, ey. Ich hab doch eh... Okay, eine fehlt mir. Egal.
Yay. Farmers-Munition. Darf man im Moment nicht genug haben. Kann ich die irgendwie runterschmeißen? Der hat nichts dabei. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Das sind liegen. Den anderen wollte ich. Und zwar, es ist zwar grausam, man muss immer bedenken, das ist ein Spiel. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, die auszuschalten, dann mache ich das auch. Kein Bock, überrascht zu werden. So, er kam von da oben weg, aber da oben ist doch eigentlich gar nichts. Doch, da ist was. Munition. Stinger-Raketen. Stinger-Raketen. Sonst ist hier aber nichts, ne? Ne. Hier war auch noch nie was. Okay. Ja, der eine lebt sogar noch. Den habe ich nicht ausgeschaltet. Es tut mir leid. Aua. Ah, jetzt ist er weg. Na, eigentlich tut's mir nicht leid. Da kommen wir hin. Na, was ist hier? Yes. Yes. Darf ich vorstellen? Einer der besten Gegner, den ich je hatte. Die müsste ich mir eigentlich als 3D-Objekt aus dem Spiel rendern, echt. Und dann als Hintergrundbild machen oder so. So, hier sind überall Leute, aber die sind 1-2 Ebenen über mir. Okay. Sollte erstmal nichts passieren. Ich möchte spoilern. Ich darf aber nicht. Das Wasser sieht ja komisch aus. Ihr wisst, was das heißt, wenn man hier überall Munition findet, ne? Das geht mir auf den Sack, dass das eine Ebene über mir ist. Was ist da denn? Kann ich da rein? Ne, ich war zu klein. Irgendwas ist doch da, guck mal. Blöde Kamera. Fingeration oder was? Oder was soll die da überwachen? Auf jeden Fall überwacht sie jetzt erstmal nichts mehr. Okay, in der Ecke waren wir jetzt. Da oben, spielt die Musik. Da spielt die Musik. Okay. Ja, komm, geh ran. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like jetzt kommt's. Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep. That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Es kommt auf jeden Fall die Szene, wovon ich gesprochen habe gerade. Eigentlich möchte ich noch gar nicht, dass es vorbei ist. Oh.
gleich, wenn er wieder vorbeiläuft. Keiner ist da. Oh. Wir warten hier kurz. Kommen nämlich gleich welche. Nochmal, da. Just imagining that. Och man, der schickt doch nicht noch mehr. Wir warten ihn kurz. Nee, ich glaube noch mehr kommen nicht. Das war's. Eigentlich brauchen wir ja nichts, ne? Ich heb die trotzdem mal eben kurz hoch. Vielleicht haben die irgendwie Bandagen oder ähnliches dabei. Man weiß ja nie. Und danach baller ich sie weg. Das ist jetzt nicht der spannendste Teil des Spiels, ich weiß, aber wir werden gleich noch viel laufen müssen. Sorry. So. Ja? Who's there? Wo läuft der entlang? Da unten oder was? Was there a noise just now? Junge, er trabt da lang. Ja, komm, wir warten, bis er hier ist. Alles anderes Munitionsverschwendung. Okay. Auch wieder ein Anruf. Es geht weiter mit Story. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Okay, ich habe jetzt mit ein anderes Telefonat gerechnet. Farmers. War das hier auf dieser Ebene schon? Ne, ich wollte gerade sagen, ich muss einen neuen höher. So, jetzt sind wir aber auch gleich da, wo wir hin wollen. Oh. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that?
But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START 3 treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Ich kann nur so viel sagen, wir machen alles nur noch schlimmer. Und was ich damit meine, wird man gleich rausfinden. Da ist nichts mehr, ne? Nö. Vielleicht noch eine Ration. Ich glaube, wir brauchen noch eine. Ich glaube, wir haben eine zu wenig. Gucken wir doch nach. Ne, brauchen keine Ration, also... Ja, toll. Brauchen keine Box. Also gehen wir direkt weiter. Egal, was so ein... Ach man, ich kann nicht anders. Ich muss eben kurz gucken. Na toll. Das, was ich haben wollte am Anfang vor 6 Stunden oder so. Haben wir jetzt gekriegt. Und gucken wir mal, ob da irgendwelche feine Kameras... Nö. Jetzt sehen wir auch gleich die beiden Schatten quasi, die den Sichtfeld die ganze Zeit so hatten. Snake. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? That's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That, plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like they were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Ich mach mal eben kurz eine 10 Sekunden Pause. So, das waren keine 10 Sekunden. So, hier sitzt nämlich Ocelot drin. Und Snake. Der andere Snake. Ja genau, und es hört sich an wie ein Düsenjet. I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business.
Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Galukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. All for money. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die? It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Galukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Galukovich, he's no warrior. He's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on Big Boss hatte das gleiche Ziel. A nuclear warhead invisible to Dreimal radar sogar. and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours.
Boss, what about your promise to Colonel Gulukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the arms tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. So offensichtlich, dass es eine Falle ist. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Ja, jetzt geht's weiter. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the president was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? You need the keys for input. 3 of them. But I only have the one. Where are the others? Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Und das ist auch das Problem. Input terminals in the center of the control room. I see them. Those 3 Ja genau, laptop dafür braucht er das terminals are Fernglas. for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Dafür, dass er ein Geheimagent ist ihm nicht aufgefallen, dass er beobachtet wird. The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Gab es nicht einen Grund, wo... Achso, ich kann mir nicht angucken. Ihr Blödmänner.
Die sind immer noch da drin. Hä? Warum verändert sich das? Das ist doof. Ja, auf jeden Fall, jetzt müssen wir den Schlüssel holen, erste Eingabe machen, dann müssen wir in Niedertemperaturraum. Das ist quasi gerade da, wo wir Raven getötet haben. Die zweite Eingabe machen, also immer hin und her laufen, so hat man das Spiel quasi in die Länge gezogen. Ich glaube, der lag hier komplett unten. Hier muss ich hin. Da unten läuft doch schon wieder jemand. Ach nee, das sind die Idioten da. Hä? Wie finde ich den Schlüssel nochmal? Es gab einen Trick. Ich glaube mit den Teil. Irgendwie gab es einen Trick, wie man den Schlüssel jetzt findet. Ah, es hatte, glaube ich, was mit dieser Ratte zu tun. Sicher bin ich mir aber nicht. Muss man eben kurz gucken. Irgendwie so hat man das Ding gefunden. Das ist zwar jetzt voll eklig anzusehen, das Bild, ich weiß. Oh, voll. Aber irgendwie so hat man den, glaube ich, gefunden. Irgendwie so war der Trick. Oh, ist das ein schreckliches Bild. Es tut mir leid, ich erlöse euch gleich. Ich mach's weg. Ich zoome nochmal auf das Bild hier. So. Irgendwie so hat man das Ding gefunden. Oder muss ich die Ratte totschießen? Okay, doch hoch. Wo war die blöde Ratte? Da läuft sie. Kann ich auch zoomen? Die Ratte hat nämlich die Scheißkarte. Weißt du was? Machen es ganz einfach. Wir machen es ganz einfach. Wir machen Folgendes. Wir nehmen uns einmal C4. So. Was? Der reagiert nicht? Die reagiert nicht auf C4? Will sie verarschen? Na komm. Da ist der Key. PAL-Key steht auch schon dran. Yay, ich wusste doch, irgendwas hat das mit dem Loch zu tun. Ich wollte sie eigentlich wegsprengen, aber das hat irgendwie nicht gebracht. Funktioniert. Schade eigentlich nicht. Ich hätte gern so eine explodierende Ratte gesehen. So, jetzt sind die wie durch Zauberhand, glaube ich, da oben verschwunden. Und wir können den Temperaturschlüssel schon mal eingeben. Und also den Raumtemperaturschlüssel. Dann müssen wir den kalte Temperaturschlüssel. Dann müssen wir den Hitzetemperaturschlüssel. Oh, das ist immer nervig gewesen. Das ist die nervigste Mission quasi von ihm. Oh, Ration. So, wir dürfen nicht von Kameras gesehen werden, weil dann schließt sich nämlich der Raum. Und Giftgas kommt. Action-Taste. Ach, vielleicht sollte ich den Key in die Hand nehmen. So. Oh, wie schön die 3 Symbole da leuchten. Dann schieben wir mal die alte Diskette rein, wa?
Accepted. Akzeptiert. Piu. Hä, was soll denn da jetzt noch wieder an? Ich sag doch, das ist eine Diskette. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2. Ja, ist schön, dass du es nochmal wiederholt hast. Jetzt muss ich an einen kalten Ort gehen. Ich verstehe das nicht, warum die den Raum getrennt haben. Das muss wohl irgendwie programmiertechnisch irgendwie ein Problem gewesen sein. Ich steig selber ein, Junge, weil das die Basis. Ja, ich sag jetzt schon mal, also, um das Ganze hier abzukürzen, was ich die ganze Zeit anspiele, dass das halt, dass wir das Ganze noch schlimmer machen. Die haben ja den DARPA-Chief umgebracht. Der DARPA-Chief, die haben ja gesagt, sie hätten seinen Schlüssel durch Mentalist quasi gekriegt, aber wir haben ja gelernt, dass sie alle eine Abwehr haben und verraten hat er ihn nicht. Das heißt, sie haben sein Passwort oder sein Passcode oder was er da auch immer hat, haben die nicht rausgefunden. Und dementsprechend ist Metal Gear inaktiv. Das mit den Sprengköpfen, die sind inaktiv. Die haben aber so getan, als wenn sie es rausgefunden hätten. Quasi. Warte. Die haben auch so getan, als wenn sie ihn rausgefunden hätten. Das haben sie aber nicht. Und dementsprechend tun wir jetzt nicht Metal Gear aufhalten, also die Sprengköpfe, die Codes, sondern wir aktivieren sie gerade. Und sie haben die ganze Zeit gewusst, dass Snake dabei ist und ihn benutzen sie quasi dafür, jetzt gerade das zu aktivieren. Das weiß er aber leider nicht. So, das hier ist der Kälteort. Das sind die, glaube ich, mit der Karte hier quasi. Oh. Irgendwas fliegt da. Jetzt müssen wir so lange mit der Karte hier rumspazieren gehen, bis es dann quasi eine kalte Karte wird. Irgendwas flog doch hier gerade noch. Habe ich nicht gerade zum Fluggeräusch gehört? Ich weiß noch nicht, ob man die Karte wegstecken muss dafür. Wir bleiben mal eben auf der Karte. Ich glaube, es geht nur mit aktivierter Karte. Also. Dubdi-dubdi-du. Laufen hier so ein bisschen rum. Oder muss ich anhalten? Da wäre noch eine Ration, aber ich habe volles Leben. Na komm. Was ein ekliger Shader, Junge. Der wird immer mehr. Also man darf hier quasi nicht stehen bleiben, oder was? Oder muss die Karte wegstecken? Nee, ich glaube nicht. Ich muss auf diese Karte bleiben. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir eine... Jetzt haben wir die Kältekarte. Die Kältekarte, ich glaube, die halten immer nur so 5 Minuten oder so. Deswegen müssen wir uns beeilen. Die sind noch ausgeschaltet. Sehr gut. Die Karte stecken so lange weg. Ich weiß aber nicht, ob das zählt, wenn die weggesteckt ist. Packen wir gut ein. Ich hoffe, die sind noch alle hier tot. Nicht, dass ich jetzt nochmal wieder alle ausschalten muss. Das wäre jetzt doof. Aber ich sehe keine laufenden Soldaten. Also von daher werden die alle tot sein. Ja.
Genau, also das, was ich gerade gesagt habe, mit dem DARPA-Chief halt, der hat den Code nie verraten, Mentalist hat ihn nie gekriegt, weil er ja gesagt hat, die hätten ihn den Code über Mentalist gekriegt, aber der hat ja ein Implantat drin, dass das nicht klappt. Und deswegen haben die sich quasi als den DARPA-Chief verkleidet, um Solid Snake den Code zu erfahren. Das war quasi die Idee dahinter. Los, aktivieren. Ja, und Die Fox ist das Virus, das sie Solid Snake gespritzt haben. Oder das hatten die schon drin? Ne, das hatten sie ihm gespritzt und damit er die anderen infiziert. Also dieses Die Fox oder so. Das wird aber gleich auch nochmal erklärt. Und warum Solid Snake bis jetzt daran noch nicht gestorben ist. Next comes pal number 3. Warm the key. So, die ersten beiden Schlüssel haben wir. Jetzt holen wir noch den dritten Schlüssel. Der dritte Schlüssel ist quasi... wo ist der dritte Schlüssel nochmal? Das ist in diesem Temperaturraum, wo wir da durch diese... Ach scheiße, da muss ja gar nicht lang. Durch diese Luft, Heißluftlöcher quasi Schaden erlitten haben. Also dieser ganze Raum da. Also das ganze Level da. Das ist quasi der Temperaturraum. Das ist halt auch, was ich gerade meinte. Das Spiel haben die jetzt dadurch in die Länge gezogen. Das ist halt so. Anstatt einfach, keine Ahnung, ihn unterwegs sind die wieder am Leben? Nee. Ihn unterwegs einfach am Föhn. Ah, ne, die sind noch tot. Ja, keine Ahnung, vielleicht ein Föhn, so ein Heißluftgebläse und was Kaltes. Keine Ahnung, eine Chemikalie, die irgendwie Kälte die irgendwie, ja, Wärme entzieht. Wäre doch gut gewesen. Ich muss sie ausschalten, wenn ich hier gleich langlaufe. Ich muss hier schnell durchkommen. Sorry, aber ich muss hier schnell durch. Wo ist der letzte? Der war da auch hier irgendwo. Ach, da läuft er. Und tot bleiben. Jetzt müssen wir einmal ganz nach oben. Jetzt kommt gleich noch... Achso, die Geschichte mit dem Virus kommt jetzt gleich auch noch. Auf dem Fahrstuhl. Wenn wir überall wieder Munition finden und so einen ganzen Kram, dann kannst du schon mal darauf einstellen, dass gleich wieder Action ist. Und die Raben sind immer noch hier. Und Besitzer ist tot. Ja, das ist halt das Doofe. Diese Hitzekarte kann sich dadurch ja auch verformen. Ach, durch die Kacke kannst du übrigens ausrutschen. Und du kannst die Vögel, glaube ich, auch umbringen. Ja, jetzt kommt das Gespräch. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called fox dye? No. Fox dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is?
The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Die kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay. I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Die vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Da auch. Hey. Also er ist auch infiziert. Das kommt aber alles gleich. Das ist ja eigentlich das Geile an der Geschichte. Das war quasi ganz am Anfang, was wir im Briefing mitgekriegt haben. Ich habe vorher nochmal drauf geschossen. Was wir im Briefing... Ich glaube, hier sind auch Minen, ne? Warte mal eben. Ne, doch nicht. Was wir im Briefing mitgekriegt haben, dass das quasi jetzt nochmal aufgegriffen wird, quasi gegen Ende des Spiels. Ist halt schon geil. Gibt nicht viele Spiele, die sowas können. Ich laufe mal weiter mit diesem Minendetektor rum, weil ich meine, hier wären früher mal Minen gewesen, nachdem man quasi Raven ausgeschaltet hat. Ist jetzt noch ein höher und dann müssen wir uns die Temperaturkarte, nee, Heiß-Temperaturkarte, Hitze-Temperaturkarte. Ich sehe das Ende nicht. Ja, müssen wir uns dann quasi jetzt machen und dann wären wir eigentlich schon bereit, Metal Gear zu aktivieren. Weil er geht ja immer noch davon aus, dass es deaktiviert ist. Also, dass er aktiviert ist und er damit deaktiviert. So. Minendetektor habe ich drin, ne? Ah, Mann, ich meine, hier wären die ganze Zeit Minen gewesen. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich lasse ihn trotzdem mal eben an. Ich hab keinen Bock, durch so eine blöde Mine erwischt zu werden. Mich leckt gerade schon so erschrocken. Also gerade eben, als wir hier reingelaufen sind, bevor wir Raven, also oben quasi. Puh. Ja, jetzt kommt quasi die... Ja, genau neben ihn am besten. Auf Wiedersehen, Kollege Schnürschuh. Hier war doch noch irgendwo einer. So, hier ein bisschen rumlatschen. Es ist gleich eine Temperaturkarte und dann geht's auch schon endlich weiter da oben. Ah, Headshot. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber hier war noch ein, oder nicht? Auf dieser Seite. Ja, anscheinend nicht. Ja, ich will auch direkt in die Lava springen, dann haben wir gleich eine Temperaturkarte. Ich nehme sie mal eben. So, eben warten, bis sich das Symbol hier ändert. Das ist halt echt doof gemacht, dass sie das so gemacht haben. Warum haben die nicht einfach, keine Ahnung, ihnen was im Inventar gepackt? Sowas wie 2 Flüssigkeiten, die er sammeln muss. Eine Flüssigkeit, die quasi Hitze erzeugt und eine, die Kälte erzeugt. Weil ich glaube nicht, dass der... Nicht der Archiv, sondern der Präsident dort hier erstmal hier die Karte quasi den Soldaten hinschickt und die nächsten Soldaten quasi irgendwo in die Kälte reinschickt. Da muss es doch ein anderes System für geben. Na los, verwandle dich. Wir laufen hier mal ein bisschen rum.
War hier nicht noch einer? Also irgendwo war da noch so ein... Ah, alles klar. Wir gehen zurück. Nee, das ist F, Raumtemperatur. Wir müssen warten, bis es rot wird. Ah, sehr gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Raumtemperaturkarte. Können eigentlich auch schon Richtung Ausgang gehen. Das sollte jetzt gleich eine rote Karte werden. Buff. Buff. Nix dabei. Ja. Na komm. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, das ist halt diese Spielmechanik. Die hätte man echt weglassen können. Auch in der neuen Version. Die haben ja hier auch schließlich ein Scharfschützengewehr dazu gebastelt. Warum haben sie nicht... warum haben sie nicht so wie ich das gerade sagte, Flüssigkeiten oder so dazu gebastelt? Da wäre das Spiel zwar eine halbe Stunde kürzer, weil wir laufen ja bestimmt eine halbe Stunde, um alle Karten quasi zu aktivieren. Aber wäre halt besser gewesen. Und da ist noch Munition. Ah, Granaten. Okay. Boah, das dauert echt lange. Ach, hier ist der eine. Komm, wir slappen dich mal ein bisschen hier in die Hitze rein. Können wir die verbrennen? Können wir dich da reinschmeißen? Lässt du was fallen? Nee, lässt du nicht. Guck mal, ob wir den ins Feuer schmeißen können. Ist zwar nicht die feine englische, aber wir sind ja hier auf dem Schlachtfeld. Ah, Z. Alles klar. Jetzt, wo es spannend wird. Jetzt, wo ich was zu tun gefunden habe. Und er ist weg. Okay, dann packen wir die Karte jetzt ein. Ich ziehe mal eben was drüber. Wird zwar wahrscheinlich nichts bringen, aber ich mache es trotzdem. So, alles klar. Jetzt sollten wir übrigens gleich den Anruf kriegen. Mit dem Virus, was es auf sich hat. Und wir müssen uns beeilen. Wir dürfen uns jetzt nicht so viel Zeit lassen. Kommen wir gleich wieder die kackenden Raben. Also, nächster Fahrstuhl. Ich sollte mich, glaube ich, nicht so viel bewegen. Die Karte muss rot bleiben. Eigentlich kommt da jetzt ein Telefonat. Eigentlich. Okay, in der Version anscheinend nicht. Ich nehme jetzt trotzdem nochmal den Minendetektor, weil ich traue der ganzen Sache nicht. Früher waren hier Minen, da bin ich mir 100% sicher. Vielleicht ist es auch nur ein PS1-Titel so gewesen. Aber... ja, anscheinend schon. Anscheinend war es nur ein PS1-Titel. Also ein PS1-Titel sind da Minen. Da bin ich mir 100% sicher. Dass da Minen gewesen sind. Ich weiß nämlich noch, weil ich mal aus Versehen auf eine draufgelatscht bin. Also falls ihr im PS1-Titel, den ich euch mehr empfehle, als den, der hat zwar die schönere Grafik, das ist richtig, aber an dem PS1-Titel ist eindeutig die schönere Musik. Und das Spiel lebt von der Atmosphäre. Und die Musik macht die Atmosphäre. So, hier müssen wir jetzt schnell durchflitzen, sonst wird die Karte nämlich wieder F, also Raumtemperaturkarte. So, ich nehme jetzt nochmal den Minendetektor. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ich muss nochmal gucken. Nee, tatsächlich, gibt es hier nicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ist die Karte jetzt schon... nee, die ist noch rot. Ich wollte gerade sagen. Wenn nochmal dahin laufen, ist echt kacke. Also dieses... ja, Kältehaus latschen wir jetzt einfach so durch. Wenn uns jemand sieht, Pech gehabt. Ja, aber wir sind auch schon wieder weg. Sind nur auf Durchreise gewesen. Warum doch immer wieder die Gegner neu spawnen? Hier ist es... ah, hier auch. Aber nicht ganz. Aha. Nee, alles gut. So schnell konnte er nicht seine Kollegen rufen. Das sind ja aber jetzt hier auch wieder neue Gegner. Ah, verdammte Inzucht. Hoffe nicht. Und falls ja, wir rasen durch die Gegner durch.
Ja, es sind neue. Bleib stehen, Kollege. Hier vorne müsste jetzt gleich noch einer sein. Also jetzt hier gleich auf der anderen Seite. Ah, jetzt kommt das Telefonat. Snake, can you hear me? Ja, It's Naomi. ich kann nicht. Naomi, what the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. Das ist der Jäger. He Ja, was a der young soldier when he picked me up near the Zambezi River. Der I was Ninja. half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother Also Grey and my Fox. only family. No. Grey Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Grey Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Grey Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then, they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis.
then the victim dies. Apoptosis. You mean the heart cells commit suicide. Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox dye. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake... Hey! What are you doing? Snake... Da hat sie wohl eine draufgekriegt. Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop ein Arsch, Metal ne? Gear. Okay, Snake? Ist einfach ein Arsch. Tut seinen Freund quasi oder seinen Kameraden zum Töten quasi auf eine Mission. Also er tötet ihn ja. Er wusste es ja, als er die Spritze gekriegt hat. Jetzt muss ich kurz gucken, dass die Kameras noch deaktiviert sind, ja. So, und jetzt der letzte. Oh, Gott sei Dank hast du den verfärbt, ey. Gott sei Dank. So, der letzte. Oh, ich kann noch ranzoomen. Hilft uns bloß nicht weiter. So, jetzt ist Metal Gear aktiviert. Und alle fragen sich, warum. Ich hab's gerade erzählt, warum. Boah, den Teil noch in der Unreal Engine 4? Ne, 5 sind wir mittlerweile, ne? Boah. In realistischer Grafik. Hätte ich gerne nochmal gespielt. Detonation code activated. Ready for launch. No! Das ist es. So. Das alles, was wir bis datum eingesammelt haben, können wir jetzt benutzen. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able Dafür to musst du dich auch learn the entschuldigen. DARPA Chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox dye. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox dye vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake,
That's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, Wer ist es wohl? you've been talking to. Me, dear brother. Liquid! How the... You've served your purpose. You may die now. Ich finde, die haben kein Stück Ähnlichkeit so. Aber theoretisch sind das genetische Zwillinge. Ach Quatsch. Maske. Wie mache ich das jetzt? Otacon anrufen. Machen wir den Otacon. Otacon, du musst mir kurz helfen. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Ja, jetzt wird's geöffnet. Alles safe. Lass dir noch mehr Zeit. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Dafür hättest du mich extra anrufen müssen. So, vollcyber schon mal, ne? Und so. Da läuft er gleich. Da läuft er gleich. Pass mal auf. Lauf noch langsamer. Geh hinterher, Junge. Knall ihn doch jetzt ab. Brauchst nicht gegen Mettige kämpfen. Obwohl, ich möchte gegen Mettige kämpfen. Ist eigentlich geil. Liquid! Snake, did you like my sunglasses? Oh, Do you want point a weapon sunglasses? at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder. Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Warum steht der Oberkörper frei? Doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be. But that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Yeah? Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye. Ja, Ballons hier noch ein bisschen. Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected.
A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Wieder Düsenjet-Geräusche. Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all of the old man's dominant genes. I got all the flawed, recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. So you're saying I'm the dominant one? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Ha! Love? It's hate. His choosing me, knowingly, to be the inferior one? For this, I want revenge. You don't even understand this. You, who could kill your own real father. You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Ein paar Mal schießen, das wäre vorbei. Ja, genau, jetzt trifft er You nicht. missed your last chance. You'll regret that forever. Snake, come! Kneel down and sacrifice yourself to this historic weapon! Consider it an honor, a gift from your brother! Denkst du? Now, you shall bear witness to the demon weapon that will drag the world into the 21st century! Ja, ist Ocelots Kugeln ausgewichen. Aber hat ihn jetzt nicht getroffen. Wie willst du das denn erzählen? Ach nee. Kannst dich am Ecke setzen und telefonieren. Na komm. Falls er zwischendurch mal ruckeln sollte oder stoppt, das liegt daran, dass er das von CD lädt. Also das Spiel. Ja, genau. Also was ich hier geil finde, also erstmal, dass wir gegen ihn kämpfen und zweitens, dass er halt so aussieht, wie er aussieht. Heißt ja nicht umsonst
Metal Gear Rex. Er sieht ja auch aus wie so ein Dino quasi. Wir nehmen erstmal gar nichts im Hand. Wir laufen mal so ein kleines Stück nach hinten. Achso, warte mal eben. Wir haben ja das hier. Nein. So. Kann ich da jetzt schon drauf schießen? Das hätte ich gerne. Warum sieht er mich? Was? Warum sieht er mich? Gibt's doch gar nicht. Der konnte mich doch gar nicht sehen. Wirf doch. Er sieht mich jetzt nicht. Doch, er weiß, wo ich bin. So, Raketen starten. So, jetzt nochmal. Schieß doch da drauf. Nein, ich will das Ding da. Warum geht das nicht? Nochmal eine. So. Was ist das denn jetzt? Geht immer noch nicht. Muss ich den ersten Anruf machen? Muss ich denn tatsächlich jetzt erst telefonieren? Ja, genau. Ich glaube, ich muss erst den gleichen Anruf machen. Oh, haben wir 4 von Metal Gear abgezogen. Ah, er macht unseren letzten Punkt quasi, wo wir gewesen sind. Also können wir erstmal so weitermachen. Jetzt! Ja, jetzt hatten wir das Radar. Na, guck mal an, dann ziehen wir ihn noch was ab. Ah, verdammt! Okay, alles klar. Weil das zieht mir noch nichts ab, ne? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen, dass wir das blöde Radar quasi. So, wir bleiben einfach hier stehen. Ja, tut sich alleine in unsere Richtung drehen. So. Stingers. Na komm. Perfekt. Wir bleiben jetzt hier drauf. Und nochmal. Aber kommt gleich so die geile Zwischensequenz. Oh nein, ich wurde getroffen. Wieder auf Stingers wechseln. Warte, ich laufe mal eben einen Schritt. Okay. Ich werfe jetzt direkt wieder eine neue ran. Oh, guck mal, da liegt eine Ration in der Ecke. So, einmal noch. Komm, komm. Ach, scheiße, das war zu schnell. Jetzt. Nochmal. Alles klar. Jetzt kommt nochmal so eine geile Zwischensequenz. Die ist echt... Ich glaube, das ist die beste Sequenz, die jetzt kommt. Did that do it? Gute Nacht. Damn! Nice try, Snake! Hurry! Get away! Gray Fox! A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell!
What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi. You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood, to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. Outwardly, we may have seemed like contented brother and sister. But every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, We use Royal Harriers! Fox! how strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? A cornered fox is more dangerous than a jackal! He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you, I can finally die. Will's ja. After Zanzibar land, I was taken from the battle, neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. It's no good. But soon, I can't do it. Soon it will finally end. It's no good. I can't do it. Ah, ich habe gedacht, ich könnte schießen, aber nein, ich kann nicht schießen. Die! Fox!
erste Mal, als er ihn gerettet hat. Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Foolish man! When death is entreated, the battle is decided. Auf jeden Fall gut verteilt. You see, you can't protect anyone. Not even yourself. Das wirst du gleich sehen. Ah, da hat er später das Schwert also her. Denkst du wohl? Okay. Eigentlich die gleiche Taktik, bloß ohne Granaten. There you are! Oh. Ich sollte auch... Das wird jetzt wehtun. Nee, doch nicht. Ja genau, aber dein scheiß Laser. Aha. Egal. So. Warum soll ich denn das da? Ich will das da oben schießen. Ah, das ist doch Kacke. Da oben, da oben, da oben. Oh, oh, die wird mich treffen. Oder auch nicht. Okay, ich habe den Kampf irgendwie schwerer in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Anscheinend. Und ich spiele schon nicht auf leicht, ne? Also ich spiele auf normal halt. Snake! I'll crush you into dust! Ja, ist schon cool. Ja, genau. Er kommt da ohne Verletzung raus. Sleeping late as usual, eh, Snake? Liquid, you're still alive. I won't die, as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? What are you really after? The restoration of the era when warriors such as us lived as we should. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired.
But things are different now. With all the lies Bin mal and sofort wieder da. Ich lasse es aber hypocrites running laufen. the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict shall breed conflict, new hatreds will arise, and our own biosphere shall steadily expand. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't that reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing, that's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face as you delivered the coup de grace. Oh, it reflected such vitality. You're wrong. There is a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was a man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? Wird erklärt. They Pass auf. fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So, it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But unlike us, they carry it digitally. With the completion of the Human Genome Project in the last century, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted, using gene therapy, into the members of the next generation special forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing right and left
are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers? They are misshapen creatures, artificially produced from Father's genetic pattern. They are our blood brothers, and they were born of many an ultimate sacrifice. Sacrifices? Human experiments. Huh? 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to pesticides and radiation from depleted uranium rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just to cover up the secret genetic Die CD ist nicht mehr die experiments. beste, muss ich dazu sagen. The so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Aber heftig, wie viel Geschichte man noch kriegt. They too are Also, our brothers man hat and eigentlich sisters. alles quasi im Spiel jetzt gemacht und kriegt noch hinterher so viel Infos überhaupt, ne? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We're on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I, as do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? Because it increases the chances that shared genes will be transmitted to future generations. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. That we will help our blood relatives is inscribed in our very genes. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then, I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl? Ich frage mich, wo er die hergeholt hat. Oder Ocelots war's. Wo ist er überhaupt? Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl? Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name? I have a name. No. We have no past, no future. If we did, our fate is nothing but what is determined in the genes we inherited from our father. Let Meryl go. As soon as we finished our business, we're almost out of time. You're talking about Foxdie. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell?
Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me! The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence, along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may be only a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You'd better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. Huh? What are you doing? Boom. Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it! What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Hausman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he is a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. The President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Damn it! You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone! Donald, the DARPA chief is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. An Arsch. You're just the lingering ghosts of a system that is no more. Well, do try to get along in the time you have left before the bomb. Okay. Jetzt kommt der Kampf der Kämpfe und dann sind wir schon fast fertig. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. I shall nullify you and your genes, and I will take them all back. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? This will be the time limit for our final battle. When death comes for this girl, this nuclear module shall vanish from this world as well. If you win, you might still be able to save her.
you could enjoy one brief moment of love before the end. Okay. Ich habe damals schon gesagt, dass einer der schwersten Kämpfe überhaupt. Metal Gear war ja super einfach. Raven und dieser Kampf jetzt. Das sind die schwersten Kämpfe. Ja, und Sniper Wolf ist einfach nur letztlich, wenn du dich treffen lässt. Jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad quasi nochmal um das Doppelte an. Okay. So geht's. Ich habe gar nichts. Oh. Ich trage die Kette. What's wrong, Snake? Und ich darf nicht runterfahren. Liquid Snake. Ja, das habe ich schon 2. Okay, ich habe gerade was Okay, er kommt ja gleich noch mit dieser Anlauf-Scheiße. Halt die Backen. Das meine ich. Wenn ich jetzt quasi zu nah an Rand stehe, falle ich runter. Das ist nämlich das nächste. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist irgendwie zu leicht. Also ich habe das als Kind irgendwie schwer in Erinnerung. Halt die Bahn. Dafür, dass ich die Knöpfe... Haha. Ah, so einfach. Oh. Bam, Junge. Junge, ich bin Teckenmeister. Komm her. Ich bin Eddie Kodo hier. Und Jin Kazama eine Person. Bam, Junge. Aber das war einfach zu einfach. Sorry, ich habe den Kampf anders in Erinnerung. Aber da war ich auch so klein. Meryl. Meryl. Snake? Is that you? Snake, you're alive. Thank God. Meryl. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, you must have been terrible.
It wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. Falscher Augenblick. That's my codec. Ach nee. Snake, it's me. It looks like you stopped Rex. Otacon, good news. Meryl's okay. All right, you saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh boy, I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know? Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks. Oh, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Aww. Snake. Let's get the hell out of here. What about him? Where is Otacon? Das frage ich mich auch. He's fighting right now. Ach, nicht Otacon. Ich hatte Ocelot With im his Kopf. old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah, and I don't want it to be in vain. Me too. Komisch, dass sie jetzt noch laufen kann. Nachdem die vor, keine Ahnung, 6 Stunden angeschossen worden ist. Und zwar in beiden Füßen und in den Armen. Genau. Das blutet sogar noch. Snake. Meryl. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Kommt noch. Looks that way. Too bad.
Und mal den die jetzt schon? Nee, das würde schlimmer sein. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. Guck dich mal ganz im Ruhe um. Ganz im Ruhe. There's my sneaking suit. Hurry up! Und sie? Sie läuft nur im Hemd oder was? Hurry! Ah, okay. Haben wir die Anfangsfrequenz. Ja, der hat auch Rasierklingen aus den Armen. Looking good, Snake. So. Es gibt noch eine kleine Schießerei, das kann ich noch verraten. Danach ist eigentlich nur noch Abspann. Hurry! Ja, klar. Nur seinen Anzug hat er gefunden. Die nehme ich mit. Let me drive. Damn, a surveillance camera. Ganzen Waffen, alles weg. Oh no, no key. Ja, genau. Sie läuft so dran vorbei. Snake, it started. Get in. Ja, ich versuch's ja. Schieß doch mal auf sie. Fire that machine gun with the weapon button. Shoot him, Snake. Sie schießt doch schon. Das bringt bloß nichts. Oh Gott, ich brauche die Ration jetzt schon. Hey, Musik ist immer gut. Atmosphäre. Irgendwo da muss noch einer sein. Das hätte ich schon von Anfang an machen sollen. Oh. Los, wir haben keine Zeit mehr. Drück drauf. Ist die Kamera zerstören da oder was? Yes, das muss ich machen. Wie wir fahren können. Oh Mann. It's a checkpoint, Snake. Here they come! Ah, ich schon wieder ausmauern. Snake, shoot him. Habe ich schon. Alles safe. Fahr weiter. Los. Here they come! Das schießt nur die Fässer. We'll never make it. Snake, clear path. Alter, ich hab fast kein Leben mehr. Alter Falter. Hälfte Leben. Na, schaffen wir es noch raus? Jetzt kommt die Musik, die gute Musik. Das war's aber auch nicht. Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! Jetzt kommt's nämlich noch. Auf, Junge. Oh, toll.
Lässige Fliege, du. So hoch. Junge, ich durchlecker dich. Was bist du eigentlich, Junge? Oh, Gott sei Dank. Ich hab gedacht, ich verliere jetzt noch Leben. Look, Snake, daylight! We're gonna crash! Yay. Matrix. Da liegen sie. Meryl, are you okay? Damn. Er gibt nicht auf. Snake. Snake! Ah. Fox? Die. Er will nicht sterben. Er rafft das sich nochmal auf. Also ich spoiler mal, jetzt bleibt er auch liegen. If he's dead, that means... Mhm. Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Jetzt kommt das aufklärende Gespräch. Snake, can you hear me? Colonel! Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 bombers have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see.
Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Nein, ist es nicht. I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I'd better not show my face around there. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. There's also a helicopter waiting for you at the Fox Islands. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay. Roy. Are you going to be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all of Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess Woher we weiß won't meet das? again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Im Briefing wurde das, glaube ich, nicht gesagt. I'll look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Foxdie. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said she wants to talk to you face to face about that. Jetzt kommt die Aufklärung. Don't worry. Mei Ling's with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi? I heard about my brother. Frank wanted to tell you something. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. He fought on sheer willpower until the very end. Maybe now he's finally found some peace. My brother was already dying. Ever since he fought with you in Zanzibar land, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Foxdie too. What about me? When am I going to go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time's up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code, inscribed into their genes. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before, the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. Ich laufe immer die Basis. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important.
The important thing is that you choose life. Mir wundert immer noch, dass sie so gut laufen And kann. then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm gonna choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from now on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to what will come. All life is tethered to the future. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Ooh. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or a reminder of the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. My survival instinct that tells me not to die. That's all the motive I've had in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name is David. Okay, so where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Hey, what are those? Caribou. Through the illusions, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us, too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. It's nice, isn't it? Being alive. Come on, let's enjoy life. Das war Metal Gear Solid 1. Ja, es bleiben viele Fragen offen. Das erste Mal ist, wo ist die Diskette hin, die er hatte, mit den Tests, also mit den Teste von den Sprengkopf von Metal Gear. Zweite ist, wo ist Ocelot hin? Der spielt auf einmal gar keine Rolle mehr am Ende. Obwohl, es kommt gleich noch was, da wird das noch ein bisschen auch geklärt, aber trotzdem. Er fällt einfach weg. Ocelot ist jetzt auf einmal scheißegal geworden. Ja, beste Lied. Auf jeden Fall. Schön ist auch, dass sein Name genauso lautet wie der Synchronsprecher auf Englisch.
Ja, die Diskette ist weg mit den Testdaten und die wollte ja Verteidigungsminister ja unbedingt haben. Ocelot ist weg, spielt gar keine Rolle mehr. Und das nächste, was ich schade halt finde, also sie haben jetzt hier so ein schönes Ende für ihn gemacht, dass er jetzt quasi, wenn er will, leben will, dann überlebt er das Ganze auch. Finde ich ja ganz gut. Aber 2, 3 Jahre später, 2, 3, 4 Jahre später, ist er ja schon wieder im Einsatz. Das heißt, er hat irgendwo wieder gehört, dass man irgendwo wieder Metal Gear auftaucht, zack, ist er an der Stelle. Und sein Leben beginnt quasi genau da, wo es angefangen hat, also Metal Gear Solid 1. Da, wo es angefangen hat, wo Metal Gear Solid 1 angefangen hat, geht es auch um sein Leben quasi Metal Gear Solid 2 so weiter. Als wenn es das Ende gar nicht gegeben hat von Metal Gear Solid 1. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Den 4. Teil, also in der Fortsetzung von dem 2., also wir spielen den 2. Teil ja auch, sieht man dann quasi, es ist wieder genau das gleiche, er hört wieder was von Metal Gear und Revolver, Ocelot und so und er schmeißt sich direkt wieder quasi in Kampf. Ja. Und diese Fox-Style-Erklärung finde ich irgendwie ein bisschen mau. Wenn er leben will, dann überlebt er das. Das war quasi so die Aussage. Aber ich glaube wohl, dass der Präsident Baker und Co. auch alle überleben wollten. Aber trotzdem sind die gestorben. Liquid Snake wollte auch nicht sterben, trotzdem ist er gestorben. Finde ich ein bisschen schwach. Man hätte ihnen irgendwie, keine Ahnung, ein Gegenmittel geben können. Da es ein verändertes Virus ist, hätte das nichts... hätte das Ende von 4 nicht zerstört, weil es taucht nachher nochmal in 4 auf. Weil er hat das Virus ja immer noch in sich quasi, er ist ja der Überträger. Dann wäre quasi dann nur gegen eine Zeit lang immun quasi, so hätte man dann das Ende für 4 erklären können. Und ja, wir Metal Gear Solid 4 auch noch spielen. Also das sind so die Schwächen, aber ansonsten super geile Geschichte. Macht super Spaß. Metal Gear Solid zu spielen macht immer mega viel Spaß, weil es einfach ein gespielter Film ist, oder eher gesagt ein Film zum Spielen. Ja, dann hören wir uns noch den schönen Abspann hier an. Aber wenn ihr die Wahl habt, greift zu dem PlayStation 1 Titel. Wenn man den nicht streamt und auf Englisch lässt, dann kann man die GOG-Version nehmen und mit der quasi das Spiel spielen. Die ist aber nur auf Englisch. Und wenn man es unbedingt auf Deutsch haben möchte, das Spiel gibt es im Internet, gibt es für, keine Ahnung, zwischen 2 bis 200 €, also die PlayStation 1 Version zu haben, und holt euch einen Emulator und steckt die CD quasi in den Computer und spielt es damit. Dann könnt ihr die Grafik auf volle Pulle schalten quasi, Texturauflösungen hast nicht gesehen, und könnt es damit besser spielen. Weil da ist einfach die bessere Musik drin, die Atmosphäre ist dort besser. Und das, was die Figuren quasi nicht mit ihren Gesichtern ausdrücken können, das denkt man sich größtenteils. Also man ist da ein bisschen näher drin quasi, wie ein schönes Buch. Ja. Aber da ich den schon, keine Ahnung, gefühlt 15 Mal durchgespielt habe und den nur einmal, habe ich mir gedacht, und der erste Teil auch nicht mehr laufen wollte. Also ich habe ja am Computer alles Mögliche probiert. Ich habe die deutsche Version genommen, die englische Version. Ich hätte einfach einen Emulator nehmen sollen und dann so quasi die CD dort rein, weil ich habe sie ja hier. Aber ich wollte es halt mit der besten möglichen Grafik, wollte ich es auf dem Computer spielen. Mit neuen Texturen und so weiter. Das gibt es ja alles dafür. 16:9, Mod und so weiter. Hat nicht geklappt. Und dann habe ich mich entschieden, da ich den Teil ja nicht so also nur einmal quasi durchgespielt habe, was ja auch eigentlich der erste Teil ist, nur als Remake, habe ich den Teil jetzt gestreamt. Aber wie gesagt, wenn man die Wahl hat, so PlayStation 1 Teil, den sollte man spielen. Weil dort die Atmosphäre noch etwas dichter ist. Die sprechen auch ein bisschen anders, ein bisschen schneller. Weil hier sprechen die sehr langsam und dadurch dehnen sich die Zwischensequenzen noch etwas weiter aus. Die sind ja schon sehr lang. Und das Ganze ist im ersten Teil nicht. Die sprechen dort schneller und es geht einfach schneller voran. Vor allem hat man, wenn man den ersten Teil mal gespielt hat und man guckt sich das jetzt gerade an, dann sieht man dort auch viele Unterschiede. Die Genomsoldaten sind im ersten Teil auf jeden Fall
ultra super dumm. Das war wohl für die PlayStation 1 Zeiten, weil das Nonplusultra. Aber zur heutigen Zeit, du stehst quasi 3 Meter vor denen und solange der Sichtkegel nicht in deinen Radius reinkommt, so wie jetzt gerade eben, solange der Sichtkegel nicht in deinen Radius reinkommt, ja, übersehen die dich. Du kannst quasi direkt vor denen stehen. Du hast das Gefühl, du stehst direkt vor ihnen. Jetzt kommt das Gespräch noch mit River Wurzelot, glaube ich. Gleich. To be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Ja, das ist die Erklärung, die ich meine. Und jetzt kommt das Gespräch, glaube ich, noch. Ja, hier, zuhören. The entire unit was wiped out. Yes. Yes, sir. Thanks to the vaccine. Yes, those two are still alive. The vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, there are no other records. They've all been deleted from the base's computer. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, yes, Liquid is dead. The inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Of course, the other one thinks so too. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. Yes, yes, sir. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I understand. The surveillance will continue. Yes. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Okay, jetzt gerade hat es mal nochmal gehört. Es gab nicht 2 überlebende Klone quasi, sondern 3. Und der Präsident, also der jetzt zum Schluss am Codec gewesen ist, als der Kernel verschwunden ist, das ist quasi der 3. Klon von Big Boss gewesen. Und das spielt man dann auch im 2. Teil. Deswegen spielen wir auf jeden Fall den 2. Teil. So, was haben wir gespielt? Wir haben fast 9 Stunden gebraucht, 7 Mal gesaved, Continues 5 Mal, also wir sind 5 Mal gestorben, 16 Mal den Alarm ausgelöst. Ration 48 und 93, keine 100 Leute getötet. Okay, alles klar. Codename Leopard. Sehr schön. Hä? Der Code geht wahrscheinlich nicht mehr unter Konami. Ansonsten probier es nachher nochmal aus. Wir haben das Bandana erhalten, also das, was wir gerade gekriegt haben. Ja, ich speichere mal. Jetzt hätte man quasi so einen Plus-Slot, man kriegt dann quasi, ich glaube, unendliche Munition oder irgendwie sowas und so öfter man das durchspielt. Ich schalte also Waffen frei. Und das, was wir gerade quasi gekriegt haben, diese 2 Münzen. Dass man halt immer so laut sein muss. Unter Special. Okay. Man hätte unglaublich viele Münzen sammeln können. Oh, meine CD kackt gerade ab. Naja, ist mir zu laut, das kann sich ja keiner antun. Das kann sich ja keiner antun. Ah, ich wechsle mal eben rüber. Und mach das Ding hier aus. So. Ja, geil. Das war... Warte, ich ziehe euch mal eben rüber, dann muss ich die ganze Zeit so schräg zur Seite gucken. Uff. So. Ja, geil. Das war auf jeden Fall Metal Gear Solid 2.
Metal Gear Solid, eins der besten Reihen überhaupt. Wir werden auf jeden Fall alle Teile spielen, alle. Ja, fast alle. Es gibt nämlich so PSP-Ableger, die sind ja so semi-geil. Sind nicht so gut, das sind Kartenspiele und davon gibt es dann nochmal so ein, ja, was heißt Kartenspiele? Das ist Rundenspiele sind das. Bevor Solid Snake sich oder eine Figur bewegen darf, kriegst du quasi so eine Karte und in der Karte steht zwar, lauf 3 Runden nach vorne oder Betäubungsschuss oder und je nachdem wie du die aufspielst oder wie du die quasi kombinierst, kannst du dann die Runden gewinnen oder auch nicht. Und das fand ich nicht so geil. Und davon gibt es noch eine Fortsetzung, ist auch nicht so geil. Aber es gibt ein PSP-Spiel, was so ein bisschen die Geschichte von Big Boss Fighter erzählt. Das werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich spielen. Und den PS Vita-Titel ist das, glaube ich. Einer davon hat eine HD-Version gekriegt. Entweder der PS Vita-Titel oder der PSP-Titel, weiß ich jetzt nicht. Die erzählt auf jeden Fall die Geschichte nach, was nach dem dritten Teil passiert weiter. Ich will auch überlegen, ob wir 1, 2 und 4 spielen oder ob wir nach 2 oder soll ich jetzt direkt den dritten Teil hinterherhauen und wir hauen uns nach... Nee, das hat keinen Sinn. Wir machen den zweiten Teil, dann den dritten Teil und machen dann alles was Big Boss und ganz zum Schluss den vierten Teil. So könnten wir es eigentlich chronologisch am besten spielen. Was heißt chronologisch? Wenn ich chronologisch spielen wollte, hätte ich eigentlich den dritten Teil zuerst spielen müssen. Genau, und dann die NES-Teile. Den dritten Teil, dann alles was nach dem dritten Teil bis zum 5. Teil. Und nach dem 5. Teil quasi die NES-Klassik-Dinger. Die, glaube ich, zuerst, die kam nicht auf dem NES raus, die kamen auf eine andere Konsole raus. Als das erste Mal. Aber wurden, glaube ich, für NES, also Super Nintendo, beziehungsweise Nintendo geportet. Genau, die wurden für Nintendo geportet und danach wäre jetzt quasi Metal Gear Solid 1, dann 2 und dann 4. Und da bei 4 endet dann quasi die Trilogie. Die Reihe. Ein paar Fragen hat man danach ja immer noch. Also wie gesagt, das mit der Diskette und den Sachen, das löst sich nach dem zweiten Teil auf. Bloß das Einzige halt, was ein bisschen komisch ist, dass er an dem Virus halt nicht gestorben ist, weil er ist zwar Patient 0 oder vielmehr das Bazillen-Mutterschiff quasi, aber er ist halt nicht dran gestorben, die anderen schon alle. Das ist schon ein bisschen komisch. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt direkt danach den zweiten Teil spielen oder ob, oder ob wir danach erstmal ein anderes Spiel spielen und dann den zweiten Teil. Das muss ich mal gucken und ob das morgen stattfindet. Ich glaube, ich gebe mal keine Zeitdaten mit, weil sonst sage ich auch immer, wir spielen morgen weiter und dauert es 1-2 Tage. Also von daher gebe ich keine Zeitdaten heute mal mit. Wenn ich das jetzt mal on bin ich on. Und dann, wie gesagt, mal gucken, ob wir dann Metal Gear Solid weiterspielen, also den zweiten Teil für die PS2. Weil ich habe das ausprobiert. Ich habe den zweiten Teil für die PS2 habe ich genommen. Und ich habe mir auf der PS3, die steht da hinten im Hintergrund, da steht die PS3, sieht man jetzt schlecht. Die HD-Version. Und ich habe die mal verglichen miteinander. Das sind genau die gleichen Versionen. Das ist eines bloß, dass es auf der PS3 spielbar ist. Aber HD-Version heißt nur, da sind keine HD-Texturen drin, da sind nicht mehr Effekte drin, da sind keine neuen Shader drin, da ist nicht mehr irgendwie mehr Grafik, sondern es ist einfach die gleiche Version. HD-Version heißt nur, dass du die jetzt auf HD spielen kannst, weil die PlayStation 3 ja bis 1080p quasi die PS2-Spiele hochskalieren kann. Ich weiß nicht, ob sie das genauso macht, aber am Computer sieht das mit dem PS2-Emulator besser aus als auf der PS3 die HD-Version, weil du die auf dem PS2-Emulator quasi im 4K hochziehen kannst. Mit Anti-Aliasing, Filterung, im Direct 11-Modus, glaube ich sogar, mit besseren Schatten und das sieht einfach besser aus. Das sieht auf jeden Fall besser aus wie das auf der PS3. Ich weiß, es gibt einen PS3-Emulator, ich weiß aber nicht, wie potent der ist und wie gut der läuft. Sonst würde ich mir das nochmal angucken, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Weil die PS3 hat ja auch einen eingebauten Anti-Aliasing bei den Spielen, wenn die auf 1080p hochzieht. Deswegen, es kann sein, dass wir es entweder damit machen oder halt von Original-Hardware abspielen bei PS3, weil der Unterschied zwischen PS2-Grafik, selbst wenn du die mit einem Doubler und
sag mal schnell, mit vernünftigen HDMI-Tool und Doubler und Anti-Aliasing quasi auf das Bild wirst, was du heutzutage siehst, ist das zwar ein super sauberes Bild, aber so heftig verpixelt, das will man sich nicht mehr gönnen. Ich weiß nicht, wie man sowas noch spielen kann. Ich kann es nicht. Meine Augen kriegen instant Augentumore quasi, wenn ich mir das Bild angucke. Deswegen kann man das besser, glaube ich, entweder den Original PS, also das Original PS2-Spiel, die HD-Version davon auf der PS3 spielen oder halt über PS2-Emulator. Lass mal gucken, was davon schöner aussieht. Das nehmen wir einfach. Ja, und damit ist Stream Ende, würde ich sagen. Wie spät haben wir es denn? 2 Uhr? Eigentlich bin ich noch nicht müde, aber ich habe leider kein anderes Spiel jetzt gerade vorbereitet. Guck mal, was Steam sagt. Ich hätte da nämlich 1, 2 Spiele, die ich gerne spielen möchte. Ich gucke mal, ob ich die schon runtergeladen habe. Kleinen Augenblick, Steam wird gerade aktualisiert. Ja, ist schon runtergeladen, aber ich habe das nicht vorbereitet. Ich wollte das gerne wieder schön mit Videos machen, wie ich das sonst auch mache, dass man quasi den Start- und Pausenscreen so ein bisschen angepasst hat an den Spiel und hier quasi so die Oberfläche so ein bisschen angepasst habe, wie bei anderen Spielen. Deswegen, wir fangen jetzt heute nichts Neues an. Ich würde sagen, dass ich ein bisschen snide und gleich, ja, snide und dann wird es wahrscheinlich sowieso wieder 6 Uhr morgens sein und dann mal gucken. Ich denke mal, dass ich morgen, wenn nichts weiter ansteht, sonst morgen ankomme und dann spielen wir ein Spiel, was ich dann ausgesucht habe. Entweder gesagt, Metal Gear Solid 2 oder was anderes. Eigentlich habe ich auch noch ein Retro-Spiel, was richtig geil ist, was damals seine Zeit voraus war. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Earth 2050 heißt das, glaube ich. Die Trilogie, Earth Moon Projekt mit. Mega geil. Super geiles Strategiespiel. War damals seine Zeit voraus. Das habe ich aber noch nicht zum Laufen gekriegt. Vielleicht kriege ich das noch zum Laufen. Genau, Earth 2150 heißt das, falls das jemand interessiert. Gibt's bei Steam, funktioniert bloß über Windows 10. Kann man also vergessen. Vielleicht gibt es eine GOG-Version. Kann ich gleich... Warte, das können wir noch mal kurz gucken, ob es dafür eine GOG-Version gibt. Galaxy Launcher. Dann gucken wir da mal rein, ob es dafür... Weil die Spiele kannst du komischerweise mal spielen, weil die quasi GOG da rausgebracht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Oder ich weiß, wer das war, aber mir fällt der Name gar nicht ein. Ob die auch eine angepasste Version darüber haben, weil die laufen nämlich dann immer. Muss ich mal kurz im Store rein. So, warte, ich gehe mal näher an den Computer. Zup. Hi. So, da bin ich. Und dann gucken wir mal, gibt es Earth hier im Store? Durchstöbern, Suche. Earth 2021, 2050. Trilogie, ja, gibt's da. 4,99 €. Guck mal eben, ob die mit Windows 10 kompatibel ist. Windows 8, Windows 7, Windows 10. Perfekt! Dann lade ich lieber die Version. Und Audio und Text sogar mit Deutsch. 1,6 GB groß. Die Trilogie. Ja, perfekt. Dann machen wir das. Dann muss ich sie zwar nochmal kaufen. Das spielt auch keine Rolle. Also wie gesagt, dann spielen wir entweder die Tage Earth weiter, also Earth, ein neues Projekt, oder halt Metal Gear Solid 2. Muss ich da mal eben kurz gucken. Aber das war so geil. Du konntest da quasi mit Tunnelsysteme und eigene Panzer bauen und kreieren und später hattest du, keine Ahnung, in deinen Waffenfabriken alles deine selbst kreierten und gebauten Panzer. Das ist schon cool gewesen. Und das wollte ich unbedingt mal zeigen, das Spiel. Der Nachfolger Earth 2160 war das, glaube ich. Der war nicht mal die Hälfte sogar, also nicht mal so halb so gut wie der Vorgänger. Weil die da einfach viel zu viel rausgestrichen haben. Und die Grafik, als das Spiel rausgekommen ist, war damals schon scheiße. Also es war damals schon nicht Stand der Technik, als das rauskam. Jo. Okay. Dann verabschiede ich mich für heute. Dann wünsche ich euch alle eine gute Nacht. Kommt gut ins Bett. Oder halt, wer das Video guckt, guten Morgen, guten Mittag. Ich arbeite jetzt noch ein bisschen und dann wünsche ich euch was. Alles klar. Ciao, ciao.